the team. So, ich wünsche euch einen guten Abend. Wir werden heute das erste Mal das machen in Deutsch und in Englisch. Bisschen multilingual heute Abend. Und ich freue mich, dass John dabei ist. John ist der Sponsor, den ich mir ausgesucht habe und den ich wirklich gesucht habe. Und ich glaube, wir sind in einem ganz genialen Team hier. I'm just greeting you and everything. I just told them that I searched for you as a sponsor and that we're in an amazing team and that we really growing a good team together. So, before I start, I just will ask the team if there are any special questions you would like to be answered, or also möchtet ihr irgendwelche spezifische Fragen an ihn noch gerade haben, könnt ihr auch gerne Fragen über den Chat reintun, wenn ihr gerade etwas habt, was ihr vielleicht gerade das Thema wissen möchtet. So dürft ihr gerne oder auch zwischendurch in den Chat reinschreiben. Huh? Okay. So welcome, John. We will just try to make two, three, four sentences, and then I will translate it. Yeah, sure. And yeah, welcome to the team here. How actually? How did you find? How did you come to LiveGood, and what was the main reason that you started? Okay, so it was February. February just gone, and I got an email from a friend of mine who's a marketer. Is that enough words, or do you want me to carry on a bit more? Ja, okay. Ja. Also ist im Februar gestartet und ich habe ihn gefragt, wie dazu kam, und hat eine E-Mail bekommen. And actually, this is really interesting, because what happened for me was that the guy who I joined with, I follow him because he's developed his brand and because he's developed know, like, and trust for me. So whatever he does in business, I usually follow him and find out what he's doing and kind of model what he does. Ja. Und das Erstaunliche ist einfach, er ist ihm schon über die lange Zeit gefolgt, weil er ein guter Marketer ist und weil er seine eigene Marke aufgebaut hat. Und dadurch hat er ihm vertraut und gesagt, okay, was er macht, da muss ich immer reingucken. So what I'll say with there is that sometimes I will follow what he does and I won't take any action because it's not for me. And LiveGood for me was almost one of those things. It was almost, maybe I won't do it because it's not really my thing. Okay. But what I did, I just did a bit more research. I looked at the business model. I looked at the products and I thought, this looks good. Also, und ihm ging es auch wie mir auch. I was nearly the same with this is not for me. Er hat dann auch erst so einige Sachen von ihm angeguckt und hat gesagt, ja, also nicht alles, was er macht, ist gut oder ist für ihn. Und dann hat er erst gedacht, nee, eigentlich ist LiveGood überhaupt gar nichts für mich. Und dann hat er aber trotzdem nicht locker gelassen, hat die Produkte angeguckt, den Marketingplan und hat gesagt, wow, das ist ja doch sehr genial. So I think really the first takeaway is there are a lot of people in my position when I was looking at LiveGood and also in Pamela's position who were kind of not really swayed either way. They're not really interested either way, but maybe just gave it enough of a look to make that decision. Is that understand that? Yeah. Es ist so, ganz viele sind in dieser Position gewesen, also wie jetzt John und ich, wo wir einfach irgendwo gesagt haben, na, wir sind nicht so ganz sicher, ist es was, aber wir haben dem Geschäft eine Chance gegeben und das wirklich tiefer angeschaut. And so just to conclude that, really, it's a case of there are more people now who know about LiveGood, who, you know, so there are more people looking for people to work with. So as an online business owner, what we need to do is get into a routine of putting our messages out there and just giving people enough information to make a decision and just capture those people who are kind of on the fence.
Ja, und jetzt ist es so, dass wir ja immer mehr Leute haben, die von LiveGood gehört haben oder die sich dafür interessieren. Und er sagt, man muss halt in eine tägliche Routine kommen, dass man wirklich diese Nachrichten rausgibt und die Leute darüber informiert, was wir da Geniales haben. I think one of the things as well is that there are a lot of people out there who are marketing in the same way. So they'll be putting memes on social media, and yes, they do work. But part of attracting a team that actually, or part of attracting members, is branding yourself, because people work with people, and that's one of the big takeaways as well. Is that people don't look at LiveGood and say this is fantastic, I'm going to join. People go, I like that person and I want to work with them. Ja. Und das ist halt ein Schlüssel. Natürlich ist viele, die da posten auf Facebook und ihre Posts machen, ihre Memes machen da und die Sachen machen. Aber im Prinzip ist das Wichtigste, dass man sich selber brandet, dass man wirklich seinen Namen bekannt hat, weil es geht eigentlich nicht um LiveGood, sondern Menschentum bei Menschen starten. Und das ist übrigens, was mich auch beeindruckt hat, das ist das Schild im Hintergrund von John, da mit seinem Namen. This is what impressed me on the video, with your name in the background. The sign. Und weil Menschen folgen Menschen und wollen auch von Menschen geführt werden. Okay, any questions from anybody so far? Irgendwelche Fragen? No. Okay. Good stuff. Okay. Yeah, just if that's one of the big takeaways for now is understand that people work with people and people want to work with people, and the majority of people online want someone to work with to show them how to build a business. So they're looking for leaders. They're looking for somebody who can give them some good information. And do you want to say that? And I'll just come back. Also das ist einfach das ganz Wichtigste heutzutage, dass wirklich Menschen nach Führungskräften suchen. Und ihr seid das alle. Also das ist nicht irgendwie ein Status, ein Leader zu sein, sondern Menschen suchen Menschen und die wollen einfach auch richtig geführt werden. So let me just talk about branding and how a lot of people perceive branding and why a lot of people don't do it. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen in das Branding rein, also den eigenen Namen bekannt machen und warum, dass es gut ist und warum das viele das nicht machen. So what you want to be doing when you brand, a lot of people think they need to be the leader. And a lot of beginners get really intimidated because they don't know what they're doing and because they're just learning themselves. Und viele, die dann starten, die starten nicht damit, weil sie Angst davor haben, dass sie eigentlich eine Führungskraft sein müssen und sind dann ein bisschen überfordert und starten gar nicht damit. So it's really important when you market online is to learn something and then apply it into your business and then teach what you've learned. Okay, and my mantra is learn, do, teach. Und das ist genau das, what I said yesterday in my video, was ich gestern auch in meinem Video gesagt habe, genau das heißt lernen, umsetzen, den anderen beibringen. If you look at all the stories, if you look at any film that you watch, there is always a methodology to a film. Okay, there's always a story. And if you look at the majority of stories, they always have somebody who is searching for something. They're the hero, and there is always a guide or a mentor that comes to help the person who becomes the hero. Also wenn man auch, er hat auch viele Filme gemacht und wenn man Filme guckt, ist ja das auch so eine Geschichte immer, weil dann hat man immer in einem Film, jemand sucht Hilfe und dann kommt jemand und unterstützt und dann ist der Star oder der Hero, also der dann geholfen hat. So when you're marketing, the hero of the story is your audience, and you are the guide and the helper. So a lot of people tend to misunderstand what branding is, and they think it's you being egotistical
look at me, look how great I am. And if you take the stance of you are the helper and the guide, and the hero of the story is your audience, that's a lot more palatable for people to take and to go forward. Und viele verstehen das komplett verkehrt, weil sie denken, ja, ich muss jetzt der Star sein, ich muss jetzt da die gute Person sein und wirklich der Hero sein, aber eigentlich muss man es umdrehen, sondern du bist der Helferling oder die Helferlinge. Du musst helfen und deine Audienz, also deine Zuschauer, deine Interessenten, das sind die Stars. Okay, any questions so far? Ihr dürft gerne Fragen stellen. No? Okay. Ich habe eine Frage. Ja, Katharina? Ja, wenn ich den Helfer bin, wie soll ich die Leute überzeugen, dass ich der Helfer bin und nicht, dass ich will den Leute irgendwie einzwingen, irgendwas zum Kaufen, irgendwo sich registrieren. Wie soll ich das zeigen, dass ich der Helfer bin bei der ganzen Geschichte? She's asking, how can she show the people, the audience, that she is the one that is helping and not the one that just wants to gain money? How can she bring that over to the people? Really good question. It's a case of when you learn something in your business, let's say you learn how to send an email, then it's a case of what I say is give people little wins in their business. So demonstrate what you're doing, but show them what to do. So give them a little step-by-step plan. Is that okay? I'm going to talk too much. Also er sagt, man muss immer versuchen, den Leuten, du hast ja irgendwas gelernt. Und jetzt kannst du das auch das kannst du zum Beispiel in den Leuten dann weitergeben, schon teilweise, dass man ihnen eigentlich schon ein Zückerchen gibt. Und denen sagt, guck mal, ich habe gelernt, wie man diese E-Mails macht. Und den Leuten sagt, was sie dann kriegen. So if for example, you find a way or you find an email that converts really well, okay? So you've been testing emails and this converts really well. So in your video or in your marketing, you can say, let me show you what I've been doing and let me show you how to do it so you can do the same thing in your own business. And that gives your audience a win because you've been the helper and the mentor, in their journey. Also, das ist auch so, dass wenn du zum Beispiel Videos machst, Videos sind halt einfach die Kraft. Und dass du dann sagst, guck mal, ich habe jetzt hier E-Mails, also zum Beispiel Katharina ein polnische E-Mail. Und diese E-Mails sind super gut und ich zeige dir, wie du diese E-Mails nutzen kannst dann. Does that make sense? Macht das Sinn? Macht das Sinn, Katharina? Und man muss nur richtig das einsetzen. Bietet die Lösung an. Also du musst im Prinzip immer sagen, ja, ich habe dieses System, aber ich habe diese Webseiten und ich zeige dir, wie du dein Geschäft aufbaust mit diesen Webseiten. Guess she's just thinking. Yeah. So one of the things about doing that is whatever you learn, you teach. And sometimes we think as business owners, we need to be teaching revelations and great, wonderful things. And I'll tell you what, there are a lot of people out there who want to send a good email. There are people out there who really want to optimize their Facebook page. Really simple things that people want to learn. And if you can empower your audience with those simple things, then that's going to make a big difference for you and your brand. Also man hat immer das Gefühl, also ich nehme jetzt auch bei dir an, es geht immer so, dass man vom
so weit weg denkt, dass man denkt, man muss das absolut Komplizierte und alles eigentlich den Leuten beibringen und lernen, also denen das weitergeben. Aber im Prinzip ist es die kleinen Schritte, die ihr gelernt habt, wie zum Beispiel, wie man jetzt Facebook oder Instagram macht und den Leuten dann das weiterzugeben und zu sagen, okay, ich helfe dir, ich zeige dir, wie du dein erstes Live machst oder ich zeige dir, wie du E-Mails schreibst, weil viele Leute suchen diese Kleinigkeiten. Sie suchen nicht das Endziel, sie suchen eigentlich den Start. Ja. I mean, even something as simple as collating or putting together an ebook or a cheat sheet or something of, you know, these are the top 10 things I learned in my business, you know, and it can be just 10 things. And what it will do, a lot of people who develop an online business are stuck. They're stuck with everything. They don't know what to say. They don't know what to write. They don't know what to say on Facebook. And if you say, okay, this is what I did in the first 2 weeks, and there's the 10 things that I would recommend you do, then that can be really powerful for people. Even if they're really, really basic, it will empower your audience and they will begin to trust you as the person to go to. Also, wenn man nachdenkt, das ist, die meisten Leute sind einfach irgendwo, die wissen gar nicht, wo sie weitermachen sollen oder wo sie überhaupt starten sollen. Die versuchen irgendwo Geld zu verdienen und es klappt nichts. Und dann hat er gesagt, so ein sogenanntes Cheat Sheet, das ist so eine kleine Word-Datei mit 10 Punkten, die ihr macht und die ihr sagt, hier, das ist, was ich in meinem Geschäft gelernt habe, wo ich gestartet bin. Ob das E-Mail-Marketing ist, live ist oder jetzt über Instagram mit der Katharina so oder über wie die Gisela über Lives macht. Und dann kann man den Leuten sagen, guck mal, ich gebe dir das, muss natürlich gucken, dass man im Gegenzug die E-Mail-Adresse kriegt oder die WhatsApp, dass man einen Kontakt hat, also immer im Gegenzug. Yeah. Something else as well is a lot of people when they first get started in their business is they're kind of here and they want to be here, so they put themselves, or you can put yourself under undue pressure, undue stress to try and get to there in quick time. Okay, so just do things step by step, and remember that the essence of good branding is just keeping things really simple and moving on, you know, in stages. Just one thing I'll say as well is people always think other people are doing better than them, and because marketing is such where you don't talk about the bad side. You should do, but most people don't. So most people think, okay, this guy here is doing way better than me and I'm really struggling. So is that too many words? Is that okay? Ja, also es ist auch immer so, weil die Leute, die sind am Starten und die wollen dahin. Und eigentlich möchte man möglichst schnell darüber. Aber ihr müsst einmal lernen, dass ihr das, was ihr lernt, diese ganz kleinen Schritte, schon nur wie man ein Facebook-Profilfoto macht oder das Logo macht, diese kleinen Schritte den Leuten beibringen oder auch einfach mal so rausgeben und sagen, okay, guck mal, ich habe gelernt, wie man das macht. Und die meisten sprechen über Marketing und sagen dann, ja, also jeder denkt, dass der andere das viel besser kann, als man einen selber. Aber wir haben auch viele negative Punkte, wo Dinge nicht klappen. Und da muss man einfach ganz in kleinen Schritten vorwärts gehen und den Leuten in kleinen Schritten das beibringen, was man gelernt hat. One thing I was going to say about personal branding is that for many years, me personally, I would be very businesslike in my emails. I'd be businesslike on Facebook, and I kept the two very separate, business and personal. And what happens is there were two things that happened. Number one, as soon as I started sharing with people what I was doing in my personal life, then people get to know, like, and trust you really quickly. Okay, so that's the first thing. The second thing is when you start doing video, you develop know, like, and trust
really quick as well. Okay, so if you can do those two things, first of all, do videos, and secondly, be vulnerable and share your experiences with people. Und ist einer, der sehr, sehr geschäftsorientiert ist. Und war früher auch immer so ganz strukturiert und hat gesagt, okay, ich mache eigentlich nur dieses Geschäft. Und dann hat er eben auch gesehen, dass wenn er auf Video geht, dass die Leute eben dich entweder mögen oder nicht mögen. Also da schon der Faktor ist. Und dann hat er auch, auch durch mich teilweise gelernt, dass er auch mal zeigen darf, in welchem schönen Gebiet das er lebt. Und das gibt dann wieder eine Verbindung natürlich zu ihm. Also man kann schon ein bisschen etwas zeigen von sich selber, damit man die Verbindung kriegt. And one of the things I'll say to that is we've been taught by the media, by our own experiences, that we need to be really careful online. We don't need to share, we shouldn't really share our personal experiences. So you've got to keep it sensible. But it's the difference between spending years putting content out and getting no results and getting results really quickly. Ja, und natürlich sagt man immer im Social Media, man soll natürlich nicht ganz alles persönlich herausgeben. Aber wenn man beginnt natürlich zum Beispiel, wenn er mit seinem Hund irgendwo im Wald spazieren geht, weiß ja niemand, wo er genau ist. Und er sagt, das ist halt einfach die Geschwindigkeit, die du kriegst in deinem Geschäft. Sobald dass du eben auch ein bisschen von deinem Leben preisgibst, dann hast du viel, viel mehr Geschwindigkeit. Okay, any questions so far? Paar Fragen? No. Okay. Okay, so in terms of personal branding, do you want me to show one or two examples of what I've done? Yes, wait, I'm gonna put you as co-host here. Co-host here. Okay. Okay, so this is a typical example of a lead page that I built. Ja, also das ist eine ganz typische Webseite, die baut, die gemacht hat. Now, this looks like I've spent hours doing it. Okay, this is a page within HBA. It took me about 2 minutes to do because it's one that they've got. It's a copy and paste website, or copy and paste page. Also es sieht aus, als ob das stundenlang gearbeitet hat, aber bei HBA, das ist $25 pro Monat, da hast du einen Bilder, das geht zack, 2 Minuten. Du musst nur die Bilder ändern. So one of the things I noticed was a lot of the colors in here are the same as my logo. Let me just show you my logo. So this is my logo, okay? And all I did with this page is put my logo and my own footer and my image at the top. And that was it. Also hat er gesehen, dass auch das Ganze, diese Bilder, die er da drauf hatte auf der Vorlage, passen genau zu seinem Logo. Also hat er eigentlich nur noch sein Bild oben drauf getan und unten dann die Fußnote mit dem ganzen, mit dem DSGVO drauf. So whatever you do in your marketing, always have something that identifies you and your brand and builds you and your brand for your audience. Ja. Also was immer ihr macht, egal in welcher Art, ob es jetzt die Website ist oder Bilder sind, versucht immer irgendeine Struktur reinzukriegen, dass man einen Wiedererkennungswert hat. The other thing with branding is that if you have a video, you can do what I call sandwich the video. So you have a standard video and then you put your introduction and your outro on the video itself. Ja, also ihr könntet zum Beispiel auch Videos nehmen oder auch von mich, also ich kann auch von ihm Videos nehmen, können wir nehmen und du könntest
ein Intro machen und ein Ende des Videos machen mit deinem eigenen Video und kannst im Prinzip mich oder ihn als Sandwich in dein Video einpflegen. Does everybody understand what I mean by that? Ja, also habe ich verstanden, wie das gemeint ist. Yeah. Okay, great. What I would say is that if you're going to start doing video, that is the most powerful thing you can do. So can I ask them a question? Let me just stop the share a minute. So the question from me is who likes video? Just by a show of hands. Just by a show of hands. Who likes Wer it? von euch mag Videos gucken? Also Videos, wer guckt immer Videos an? Oh, fantastic. Everyone. Und wer macht sie? Who is doing the videos? 1, 2, 3, 4 are doing the Right. videos. Yeah. Who doesn't like video? Who thinks it's scary? Wer hat Angst vor dem Video? Hat jemand ein bisschen Angst vor dem Video? Even me. Even me. Auch. One of the things I'll say about video is you can download Pam's videos, you can leverage me. Nothing is as powerful as you clicking record and talking on a video, even if it's bad. Also ihr könnt wirklich unsere Videos runterladen, ihr könnt die haben, ich zeige euch das dann auch in meinem Video, wie ihr die runterladet und dann könnt ihr im Prinzip euer eigenes Video draus machen. Es gibt nichts was mehr Power hat als ein eigenes Video. Because what happens is, even though you don't know it yet or may not know it yet, your audience is now watching you. They're watching what you're doing and they're watching your progress. Also auch wenn ihr euch im Moment nicht im Klaren sind, eure Interessenten beobachten euch jetzt schon und gucken, was ihr macht. So if you're brand new, you've probably got maybe 8 weeks of doing really bad videos when you get used to it. And then from that period, you're going to get better and better and better. So that's why doing videos right now, when I first started doing videos, I was pretty poor at them, but I got better. And now people say, I wish I could do videos like you. So start and don't worry about what people think or what people say. Ja, also es ist auch so, dass es sagt, Entschuldigung, du hast in etwa 8 Wochen, wo du grottenschlechte Video machst, die zu langsam sind oder zu schnell sind und so, also die eigentlich nicht ganz so optimal sind, vielleicht nicht grottenschlecht, aber schlecht. Und in diesen 8 Wochen wirst du aber immer besser und besser und das ging ihm genau gleich. Seine ersten Videos waren auch schrecklich. Und man denkt dann immer, ich möchte so gut sein wie der John, aber ihr müsst durch diese Wochen durchgehen. I mean, personally, I've seen people who have started doing video and they've been consistent, and that is the key word, to be consistent with video. They don't have to be great, but if you're consistent with them, your audience will see that and they will start to respond. Also hat auch im Team gesehen, einige, die haben begonnen Videos zu machen, die waren nicht von der Qualität nicht besonders gut, aber die Kontinuität macht's aus. Ihr müsst Kontinuität zeigen und immer wieder dran sein und immer wieder machen und kontinuierlich. If you get into a routine, and this comes down to your daily method of operation, if you get into a routine of doing one video every other day, then that trains your audience, or it teaches your audience that's when you post video. And if you stop being consistent, then your audience gets spooked and it puts them off. Okay. Also versucht, wenn möglich, zu sagen, okay, ich gehe in eine tägliche Routine und sage, ich versuche jetzt jeden 2. Tag, den 3. Tag ein Video zu machen. Und kontinuierlich. Und wenn du diese Kontinuität hast, dann wirst du auch das Publikum haben. Wenn du aber mit der Kontinuität aufhörst und unregelmäßig bist, dann, auf Deutsch gesagt, pisst es dann die Leute an.
So yeah, so consistency is key. Quality doesn't really matter, but consistency is really, really important. Ja, also der Schlüssel zum Erfolg ist nicht die Qualität des Videos, sondern die Kontinuität. And the thing is with video is that you can do as much or as little as you want to. And if you look at things like video shorts now, you know, you can have your phone with you, okay? Just record a video short. You can upload it on the go, and you can do business on the go, and it's really, really efficient. Yeah. Ja, also es ist egal, wie lange das die Videos sind oder wie kurz das sind. Du kannst auch die Shorts machen, die sind ja unter 59 Sekunden, schnell auf dem Handy, irgendwo schnell aufgenommen und du hast eigentlich also Video to go. Also nicht Coffee to go, it's Video to go. And one of the reasons I talk about video a lot is because it is the most effective way to communicate with your audience. Follow up with email, but you know, video is the #1 tool to communicate with your audience. Und warum, dass ihr das einfach euch jetzt immer wieder sagt, wegen den Videos, weil eigentlich die Videos die Nummer 1 ist, um mit euren Interessenten zu kommunizieren. Das ist die absolute Nummer 1. Okay, any questions? Anyone got anything they want to? Fragen? Das heißt, ich muss Videos drehen in der Zukunft, um Erfolg zu. She's just asking, well, she needs to do videos now. Is that a good thing or a bad thing? Ist das ein guter Gedanke oder ein schlechter Gedanke? Ach, das weiß ich momentan nicht, ob das ein guter Gedanke ist oder ein schlechter. Ich habe Angst, mich zu zeigen. She's afraid to show herself. What's the main reason? Was ist der Grund, dass du Angst hast, dich zu zeigen? Arbeitskollegen, Firma, dass sie denken, dass ich irgendwas anderes auch mache und warum das mache und ob das gut ist oder schlecht und die ganze Kritik und Criticism of other employees at she's working at the airport or other people that are working there, friends, family. Okay, so the way to do it isn't to tell people like you've just joined a brand new business, it's wonderful. Tell people that you show people what you've been doing. So for instance, I've just started doing video, here's why, here's the format that I use, and teach people stuff. Because when you teach people things that they don't know, they don't have an opinion because they don't have any basis to form an opinion. When you start talking about a new business and you're going to make loads of money, that's when people get criticized. Ja, also das ist ein ganz guter Punkt, das ist ein ganz guter Haken. Er sagt im Prinzip, sprecht nicht über, was ihr selber, also dass ihr jetzt dieses Geschäft gestartet seid und das erfolgreich ist und so, sondern versucht Video zu machen, wo ihr Leuten Ideen gebt und helft. So, und sagt, siehst du hier jetzt, das habe ich hier und damit kann ich dir helfen und dir zum Erfolg helfen. Und dadurch wirst du auch nicht so kritisiert. Also, I just quickly give Catherine an example. Du hast eine polnische Webseite. Das heißt, wenn du sagst, das habe ich die letzten Wochen und Monate gemacht und das ist das, was ich dir gebe, dann haben die Leute keine Zeit zu kritisieren. Because we just also made a Polish website, so I told her if she would explain people, perhaps this is what people will get, so we can help them to get success. Yeah. I mean, what Katerina's talking about is pretty much what most people fear. Most people fear being criticized. They don't really fear failure. You know, it's a fear of people pointing the finger and saying, what are you doing this for? Because when somebody starts a new business and you're consistent with it, then it can put doubts in their mind and it can remind them of the things that they never did.
Ja. But Also also Katharina, bist du nicht alleine. Das ist der meiste Punkt, dass Leute Angst haben, was die anderen Leute kritisieren. So, aber im Prinzip ist auch so, man sagt ja, wenn ein Finger auf dich zeigt, zeigen 4 auf dich zurück. Dann zeigen die anderen auf dich zurück. Also wenn, if you point with one finger to someone, the other ones are going back to you. We say. Also im Prinzip, wenn du kontinuierlich das machst, dann beginnen die zu überlegen, ja, könnte ja doch was dran sein. Wo nimmt er seine Ideen her für die Videos? Was inspiriert ihn dazu? Was ihn inspiriert? Naja, der Videos machen, wo er die Ideen nimmt, Videos. Where Den did you Leuten. get the ideas for your videos? I get my ideas from my audience. So people ask me questions, and you know, I get inspiration from that. But a lot of my videos are just documenting my journey, and those are the best ones you can do. Okay, so you get up, you start your day, you're going to do some social media posts. How did it go? What did you post about? And what can you teach people about that? Ja, also er sagt, er hat die eine ist natürlich auch die Fragen, die kommen. Das ist ja bei mir auch so, wenn ihr Fragen stellt, habe ich wieder eine Idee für ein neues Video. So. Das andere ist auch in einer Art, seine eigene Reise zu dokumentieren, eben auch zu sagen, guck mal, so poste ich und das sind dann die Resultate. Das heißt, dass die anderen dann sehen, ah, wow, wenn ich da in einem Team bin, dann kriege ich das auch und dann kann ich ja das auch machen. Over the years, I've seen a lot of people do videos just talking generally, not really teaching anything. And to be honest, you get to know these people and you get to like them. You don't get to trust them, especially because they're not really teaching anything, but they're just talking generally about their life. And you know, when you see them, that regularity of seeing them builds trust. And just going on and telling people what you've been doing in your day, what you've learned, and teaching them something is so powerful for branding, for personal branding. Ja, er sagt halt einfach, wenn du dich mehr darauf eingibst, dass du wirklich das den Leuten mitgibst, was du hier gelernt hast, was ihr jetzt hier in unserem Team alles schon gelernt habt, was ihr gekriegt habt und was ihr dann eurem Partner dann weitergebt oder den Leuten zum Beispiel schon einen Tipp gebt, wie man ein Facebook richtig macht, also das Foto macht oder wie man ein Logo macht. So. Diese Tipps schon weiterzugeben und dann vertrauen euch die Leute. Also 10 Punkte-Tipps. Ja, Video. 10 Punkte, 10 Points oder nur, wie schaltet man dieses Live ein? Perhaps also how can I activate the live? Because people don't know where the button is. Yeah. Also ganz einfach. Es gibt Leute da draußen, die wissen nicht, wie ich ein Live mache, wo ich draufklicken muss. Aber du weißt es ja, du hast es gelernt, also kannst du das den Leuten weitergeben zum Beispiel. If I you think were, it's also not looking too far away, too complicated to teach. It's the easy things, isn't it? yeah, it's just what you want to do is think about if you're talking to a friend, okay, who's in a chair opposite you, and he's saying, "What have you been doing today?" Well, you know, never guess what I've been doing. I've been doing this, I've been doing that. And I tried to send an email and it all went wrong, and this is why. So it's just being very conversational with people. It's not necessarily what you say, it's how you say it and how you come across. And people then get to know who you are because you're being business orientated, but also because you're sharing stuff, you're being personal as well. And being vulnerable is really good as well. Okay, so if you can try and be those things, that can work. Also es ist ja auch so, dass man ein bisschen, das fällt mir das Wort, also man einfach ein bisschen mehr rausgeben kann so und dass man eben einfach diese kleinen Schritte rausgibt und dass man sich vorstellt, als ob das jemand direkt euch gegenüber sitzt.
Und er fragt, was hast du gemacht? Und dann kannst du aber auch mal sagen, was nicht geklappt hat. So, ich wollte heute E-Mails schicken, das hat überhaupt gar nicht geklappt, aber ich habe es rausgefunden, aus dem und dem Grund hat es nicht geklappt. So let's say, for example, the key really is doing something. And the majority of people don't do anything. So they've got nothing to talk about because they haven't done anything. Okay. So is getting in the office, spending maybe, I don't know, whatever, however, an hour a day, 2 hours a day. If you're full-time, that's fine. You've got lots to talk about. But look at what you've done, what you've learned. And then maybe at the end of the week, what you can say is, here's the top 3 things I've learned this week. Let me tell you what I've learned and let me show you what I've done. That can be really powerful as well. So in terms of just say that first, because I'm going to go. Also er sagt, ihr müsst vielleicht auch sagen, okay, ich mache jetzt jede Woche Arbeit in meinem Geschäft. Und am Wochenende sagt ihr, okay, jetzt gucke ich mal zurück und was habe ich diese Woche gelernt. Und dann kann ich das in einem Video erzählen, also im Prinzip als eure Geschichte. Ich habe jetzt hier gestartet in dem Business und ich habe das und das gelernt und das habe ich gemacht. Und so kriegen die Leute auch Vertrauen zu dir und sagen, wow, hey, das möchte ich auch lernen. Ja. If you think of some of the most popular shows of the last decade, okay, it's those voyeuristic so-called reality TV, okay. I'm sure you get it in Germany as well, where people just go about their day, they're followed by cameras, nothing really happens, but it's entertaining, okay. So think about that, but then also think about how you can help your audience at the same time. Ja, also muss ein bisschen so in die Richtung gehen, als ob das mal im Reality-TV ist. Also ihr kennt ja das alles so, die Big Brother oder überall, wo die Leute einfach gucken wollen, was läuft, aber das läuft ja da doch nichts Richtiges. Aber wo die Leute ein bisschen dein Leben verfolgen wollen, aber natürlich nicht bis ganz in eure Privatsphäre rein. Und dann aber gleichzeitig zu gucken, was kann ich den Leuten weitergeben von dem, was ich jetzt gelernt habe. Something that you can try as well is, and this is what I did when I first started building sales funnels, is I would build a sales funnel, but I would record myself doing it. And this is kind of really odd because what you do is you realize the camera's on, so you talk through it. So you go, okay, what about putting that headline there? That headline's too long. And you talk all the way through it. And people love that because you're not teaching from an academic way. You're teaching from you're in the moment. You're giving people your thoughts. And that works really well as well. And I appreciate sometimes the videos can be long, but I'll tell you what, they really capture the attention and people will watch them and you'll develop a brand based on that. Ja, also als Beispiel, ein Beispiel zusammen, wenn ihr jetzt irgendwas gestaltet auf Canva oder so etwas gestaltet, dann geht doch gleich auf Zoom und nehmt das auf. So, und sprecht einfach durch und dann ist halt mal, oh Bock, Mist, ich habe jetzt das verbockt, das Bild, nochmals von vorne und dann, aber das sind Videos, wo die Leute sagen, ach, so funktioniert das. Und eigentlich aufnehmen, da muss ich mich auch ein bisschen mehr trainieren, da habt ihr jetzt letzte Zeit von mir auch mehr Videos gekriegt, so zu denken, aufzunehmen, wenn du was machst. Yeah, because I had to go that too. I have to teach myself to do that more and switch the camera on. Yeah. I mean, that's what I did when I first started trading, Forex trading. And it was a case of, okay, I'm going to go through this trade and I'm going to talk through it. And then eventually I got so confident, I started teaching it. Because when you vocalize what you're doing, essentially you're confirming to yourself that you know more than you let on. Also es ist eine ganz super Idee. Also er macht ja noch Forex-Trading, aber selber, er tradet selber. Und er hat eigentlich immer aufgenommen, wenn er diese Trades gemacht hat und hat das dann so durchgesprochen und hier jetzt kaufen, hier jetzt verkaufen und so machen.
Ne? Und dann mit der Zeit hat er plötzlich gemerkt, ach, ich kann ja das den Leuten auch beibringen, wie das funktioniert. Und dadurch, dass du den Leuten wieder was gibst, hast du natürlich viel mehr Leute, die dir auch wieder folgen und in dein Geschäft kommen. So if you think if you're doing something, if you're building a sales funnel or you're going through a process and it's going really wrong, as it does quite often, and you're filming that, then that's when videos get lots of attention, when things are going wrong. Whenever the videos that don't really work are the videos where you're going, okay, I did this and I did really well and I did that and I made this much and I did that. And people hate that. People love it when things are going really, really wrong. And then at the end of the video, you can say, this is what I learned and this is how I put it right. Because you can't fake frustration, okay? Ja, also Frustration kann man nicht faken. Das ist vielleicht auch so was, wie jetzt, wenn jetzt man irgendwas macht und dann eben es geht immer schief oder geht es wieder schief und so. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich die Lösung gefunden. Und so funktioniert es. Und die Leute mögen halt einfach das, wenn auch mal was schief geht. Und nicht immer nur, wenn ich die Videos rausgebe und sage, hier, das funktioniert so und so und so und so, sondern ihr seht ja auch, bei mir sind auch viele Versprecher drin oder dass mir was schief geht und dann sage ich, das ist halt live. If right now there are so many different things you can do to build your brand, okay, the number one thing that everyone needs to be doing is doing something. Okay, so making some content and putting it out there, and eventually you will start to attract the people who will become your audience. So the first secret is do one video, put an email out, do something on social media, but just do something. Ja. Er sagt, die Nummer 1 des Erfolges ist, mach wenigstens etwas. Mach eines, mach eine gute Post, mach ein Video, mach ein Reel und ich kann nur hinzufügen, kümmere dich nicht um die Kritik. I just had this week also, I've made this one picture when I was out in the village. And I also get those who say this is awful because my skirt is a bit short. Also ich habe das diese Woche auch gehabt. Ich habe ihr habt das vielleicht auf Facebook gesehen, ich war ja draußen im Dorf da und habe meinen Jeansrock angehabt und schon habe ich wieder Kritik gekriegt von irgendwelchen unglücklichen Männern, die glaube ich keine Frauen haben und die dann schon rummotzen, dass der Rock zu kurz ist. Aber davon muss ich ja nicht Angst haben, denn es ist doch mein Leben. Ja, da muss man drüber stehen über so eine Dinge. Yeah, that's the criticism you get. Yeah, it is. But you get attention. Yeah, you get attention. Ja, also ich werde auf jeden Fall gesehen. Yeah, but that's the difference between British living in England and living in Germany, Switzerland. When I walk the roads in England, people will turn around and say, nice, beautiful. And in Germany, they will go, too short for 60. Also das ist der Unterschied zwischen Deutschland und England, weil in England nicken sie immer und sagen, wow, siehst du gut aus, und die Deutschen sagen halt, naja, zu kurz, um mit 60 noch so rumzulaufen. Ja, die sind alle Brüder. Okay, so the next thing we were talking about was the DMO, the daily method of operation. What to do when you get in your office or you're going to do something with your marketing. Ja, und der nächste Punkt, den er noch ansprechen will, ist diese DMO, wenn ihr das mal hört, dieses Wort DMO, das heißt die tägliche Methode der Aktionen, also tägliche Aktionen. So essentially, what I say about a DMO or with any marketing strategy is look at what you like to do, look at what you're good at, what your skills are. So are your skills in writing articles? Is it social media? Is it video? Do you like doing all of it?
and it's a case of finding what you're good at and becoming really good at it. Und also wenn man so seine täglichen Aktionen hat, muss man erstmal herausfinden, wo man auch seine Stärken hat. Und da ist es halt einfach mit Video zu starten und sagen, okay, es ist Video. Oder bin ich auch noch gut im Schreiben? Bin ich gut im Schreiben, Artikel schreiben? Bin ich da gut? Bin ich gut im Posts? Man kann auch alles machen. Oder man kann sich irgendwo richtig reinarbeiten und dort stark werden. One of the things that a lot of people do, particularly beginners, is they try and do too many things at once. So they'll try and do all the different strategies at the same time. So they'll try social media, they'll do too many social media platforms, try emailing, and it gets too much, okay? And that's one of the big mistakes people make. Ja, also der größte Fehler, den viele machen, ich auch, das ist, dass man zu viele soziale Medien an Bord nimmt, zu viele Sachen macht und dann eigentlich gar nirgendwo mehr hinkommt. Also weniger ist hier mehr. So really, there are two things that work really well. The number one strategy right now, which has been the number one strategy for the last 25 years, is email marketing. Ja, also es gibt verschiedene Strategien, die im Moment sehr gut laufen. Diejenige, die schon seit über 20, 25 Jahren läuft, ist natürlich das E-Mail-Marketing, also mit den Funnel-Seiten. So if you've got the facility to build an email list, that is really, really important, because your email list is the only real asset that you own that is going to benefit you financially for your whole career. Ja. Und das ist natürlich etwas, was man auf lange Zeit hat, weil wenn man eine E-Mail-Liste aufbaut, so eine Webseite macht, zum Beispiel auf GetResponse, kostet die Basis 15 € pro Monat etwa. Und wenn man dort beginnt, dann hat man eigentlich immer eine Liste an E-Mails, dann kann man immer irgendwas machen und vermarkten. Das ist eigentlich das Geld. So in terms of choosing what strategy you want, if you just do one, obviously build your list. You've got to build your list and just use one strategy and get that working for you. And one of the things, if you love doing video, if you love talking to your audience, then it will become natural to be able to share your journey with your audience. If you love sending emails, then do emails, but get good at it. Ja. Okay. Also es ist egal, wenn du zum Beispiel gut im Schreiben bist, dann kannst du auch mehr aufs E-Mail-Marketing gehen und sagen, okay, dann mache ich E-Mail-Marketing. Wenn du aber sagst, naja, okay, ich weiß nicht so recht, dann werde gut im Video machen. Und kümmere dich nicht darum, was die anderen sagen. Denn sie zahlen dir nicht deine Miete. With a DMO as well, now that you're online business owners, what you want to do is use social media as your platform to be a content provider. What a lot of people tend to do is they're still consumers of information, and if you consume information on Facebook, then you'll spend 3/4 of your time going through posts, liking and commenting, and not making any progress in your own business. Ja. Und was er sagt, ist auch ganz wichtig, dass ihr seid Geschäftseigentümer von eurem Online-Business und keine Konsumer. Und viele sind immer noch in diesem Consumer-Art des Marketings auch und machen nur mit Liken und Kommentieren und das. Aber wenn ihr Geschäftseigentümer seid, dann macht ihr den Content und ihr bringt dieses raus und so verzettelt ihr auch nicht und habt auch es geht auch schneller, es wird nicht so viel Zeit verplempert, als wenn man da rumsurft und rumguckt. So in terms of your DMO, your daily method of operation, just think about what you want to do and do it, okay? And what you'll see when you start to produce content, nothing will happen. And this is one of the big stumbling blocks for a lot of people. Nothing happens. For sometimes 3, 6, 9 months. Sometimes you can have very little interaction on your marketing. Und
wenn ihr jetzt zum Beispiel so, ihr werdet eigentlich Content Providers, das heißt, ihr bietet Content an, ihr bietet was an und ihr seid diejenigen, die was geben. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich starte jetzt mit Videos machen, dann ist der größte Stolperstein, ist, dass zu Beginn einfach nichts passiert. Und das ist bei vielen so, bis man sich einfach ein bisschen bekannter macht und bis man wirklich auch immer besser wird jeden Tag. And that really is the essence of being successful. That's how you become successful in life. And it's just a case of going, okay. And I always say to people, regardless of the outcome, give yourself at least 12 to 18 months to get going. Now, if you think about a traditional business, if you go to a bank, they say don't expect a profit for 2 years. Okay. So we need to have that foresight to give yourself at least 12 to 18 months. Yeah. So. Also, er sagt auch, ganz wichtig ist, gebt euch doch einfach auch mehr Zeit, um ein Geschäft aufzubauen. Gebt euch mindestens 1 Jahr bis sogar 18 Monate, um richtig aufzubauen. Weil wenn ihr ein traditionelles Geschäft macht, dann sind es auch 2 bis sogar 3 Jahre, bis man wirklich ins Verdienen reinkommt. Und man muss sich einfach ein bisschen mehr Zeit geben und sagen, okay, ich baue jetzt auf. Das ist das Gerüst. As a general example, I'm not saying that it's going to take that long to produce any results. I'm just saying give yourself that time. Because people always, they overestimate what they can do in a month, like me, okay? But they vastly underestimate what can be achieved in a whole year. Also er meint natürlich nicht, dass ihr in den ersten Monaten keine Resultate erzielen werdet, dass gar nichts geht, aber er sagt, die meisten überschätzen, was sie kurzfristig machen können und unterschätzen, was sie langfristig erreichen. As an example, one of the guys I do business with HBA, a guy called Mike Hobbs, he's an ex-military man, very kind of serious. And he did a video every single day for 12 months and he got no results at all. Okay. The following year, he did 7 figures. Ja, also mit dem er zusammenarbeitet, der Michael Hobbs, das ist der von der Funnel-Seite, von der Akademie-Funnel-Seite, der hat 1 Jahr lang Videos gemacht und da ist einfach nicht passiert. Und im nächsten Jahr hat er eine 7-stellige Summe verdient. Also muss man sich mehr Zeit geben. I think it's always that we want to we want to do it today and not tomorrow. One of the things you'll find though, and I said this before, is that as soon as you do a video, people will see what you're doing and they'll watch from afar. Now, as soon as you start to do regular videos and you're consistent with them, they'll start to come forward. And then depending on your audience and depending on what you say in your videos, people will then start to like and share and interact with your video. If you keep consistent, then eventually they'll put their hand up and they'll say, tell me what you're doing. It looks interesting. Can I do business with it? And that's the way it's always been. Ja. Und das ist auch der Weg, den du gehst. Wenn du deine ersten Videos machst, gucken die Leute nur zu. Irgendwo beginnen sie dann plötzlich zu kommentieren auf Facebook oder auf YouTube, beginnen sie zu interagieren. Und dann irgendwo kommt der Tag dann, wo jemand sagt, ich habe dein Wurstvideo gesehen und ich schreibe mich bei dir ein. I just had to have a laugh because I've made a video for my other business with a dancing sausage. And since then, Gisela Gila is following me on my channel. And she suddenly subscribed and I've just done one video about CBD. Yeah. She suddenly was here. Und das ist, da war sie plötzlich da. Aber gefolgt bist ja du mir schon einige Zeit. Ja, so lange auch noch nicht. Das waren, glaube ich, zwei Wochen. Ja, gut. Aber 2-3 Wochen, ne? Aber das hat mich so angesprochen und das ist mir in Erinnerung geblieben. Und dann habe ich halt auf deinem Kanal halt weitere Videos gesucht
Und ja, und dann bin ich auf LiveGood-Videos gestoßen. Da habe ich gedacht, sehr interessant. Yeah, Und jetzt bin ich hier. she just had one video with, because I have this dancing frog also now on my video, and I have some funny videos which I make on Canva, and then she just found this is just funny. This is a good way of marketing, and then she started to follow me, and I suddenly signed up. Ja, Hartmut? Ja, was ist die optimale oder beste Länge von den Videos? Kurze oder längere? Das ist. Is there an best length for a video or A lens or like a camera, you mean? no, the how many minutes I wanted to say, how many Okay. minutes a video should be? Is there an It kind of depends on your audience. If you're doing shorts, obviously you've got that sort of 60 seconds and that sort of thing. But I'll tell you what I do on my videos is I will think about something I want to talk about, and I'll talk. And my videos generally are about 20 minutes. And most people's attention span on average is about 20 minutes. Okay, if they're engaged and if they're interested. But what I would do, Hartmut, is I would just do what comes natural. So if your video is natural and it's 2 or 3 minutes, then do that. If you do a video and it's 10 minutes, then do that. Just do what is natural for you. Ja, also er sagt, seine Durchschnittszeit ist ungefähr bei 18, 20 Minuten. Weil da weiß man, dass die Leute eigentlich noch draufbleiben. Es gibt aber immer längere und es gibt kürze, es gibt auch nur die Shorts. Er sagt, wichtig ist, dass es bei dir natürlich rüberkommt. Also du hast irgendein Thema und dann beginnst du zu sprechen, und ob das Video dann 3, 5 oder 10 Minuten ist schließlich egal. Das ist schließlich egal, das macht nichts, sondern im Prinzip ist einfach das, was von dir rüberkommt. Also nur losquatschen. Losquatschen, ja, just bubble. Ich kann auch die Sachsen gut. What I find as well with video is that if you're brand new to video, you're going to be nervous, okay? And I'll be honest. Even now, sometimes I'll start doing a video and I'm not particularly nervous, but I'll do one take and I'll go, that's rubbish, I'm gonna do it again. And then I start again, and I fluff my words up, so I start again. But what happens normally is after 3 or 4 minutes, I start to relax and I'll start to talk a bit slower. And that's when you start engaging with your audience, because that's when you're kind of more in the flow and you're giving away, you're more relaxed, and you're able to communicate on a different level, because you're doing your more natural non-verbal communication. I had that today too with 2 goes. Yeah. Also er sagt auch, manchmal gibt es wirklich so, dass du mal startest, und das habe ich heute auch gehabt, dann habe ich irgendwie so Durst gehabt und alles, und dann musste ich schnell, Cut, fertig. Unterbrechen, Nase putzen, nochmals durchstarten. Und dann ist es eben so, dass du vielleicht 3 Minuten lang sprichst, und nach 3, 4 Minuten kommt deine Relaxation, also du hast eine entspannende Phase dann, wo du dich selber dann entspannst und dann eben einfach beginnst zu sprechen, wo du im Prinzip einfach brabbelst. So ab 3, 4 Minuten geht das dann immer besser. Da läuft alles von alleine. Ja, just on its own, just talk, ja. I had today, also ich habe heute, I had an English video of LiveGood, and it was 80 minutes, and I just made 2 or 3 notes and I hung it on my screen here. Also ich habe heute auch, ich habe ein englisches Video gesehen, ihr könnt auch mein Video sehen, so. Das Neue, da habe ich einfach so 3, 4 Stichworte genommen, habe einen Kleber genommen und das Papier hier an meinen großen Bildschirm gehangen, daneben, und dann habe ich die Stichworte gehabt oder hinten an die Wand. I mean, talking about video as well, one thing that can really help you, particularly when you're just getting started, or if you're not quite new to video,
or if you're nervous, is tell your audience you're nervous. Be vulnerable and say to people, look, this is my first video. I don't know what I'm doing. I don't know what I'm going to say, but, you know, bear with me. Here we go. Also, man darf Gefühle, jetzt habe ich es richtig geworden, man darf die Gefühle zeigen, also auch Katharina, du darfst die Gefühle zeigen, du kannst auf dein erstes Video gehen und sagen, hey, ich bin irre nervös, ich bin total nervös und ich weiß jetzt gerade nicht, das ist mein erstes Video, aber ich mache es jetzt einfach. That was the one that you have in your team. Isn't there a nurse who just started with the videos and she said, my patients never talk to me? Oh, is that? Yes, that's right. Yeah. That's that's Yeah. the nurse. I think she's a nurse. Also ich habe ein Video gesehen von einer Amerikanerin, die ist eine Krankenschwester auf der Intensivstation. Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, weil meine Patienten, die sprechen nicht mit mir. Aber ich mache es einfach. Ich fand dieses Intro dermaßen lustig und gut irgendwie. Ich mache es einfach. Ja, da hat keiner widersprochen. Das ist gut. Yeah, that was also and also Christina had 39 days that she didn't look into the camera, didn't she? Yeah. Yeah. There's lots of things you can do. There's lots of things that you'll learn. But one of the things about video, or I'll say video because it's probably the worst. No, it's the most nerve-wracking thing you can do, is that stress takes over when you're doing video. And it takes practice to get good at doing video, you know. So when we do video initially, maybe we'll talk too fast, maybe we'll miss things, we'll make mistakes. But your audience will see you now, and they'll see the progress 3 months, 6 months, 9 months, a year into your journey, and they'll say, "Wow, I remember when you were really nervous, and now look at your videos, or now look at your marketing." Ja, und das ist irgendwie auch so, weil zu Beginn sprichst du zu schnell, du sprichst zu undeutlich, du sprichst irgendwie, machst Fehler, stolperst überall hin. Aber das Gute ist, dass die Leute, die euren Kanal abonnieren, die sehen eure Geschichte und sehen dann, wow, hey, guck mal, wie das besser wird oder wie sich irgendwas verändert. Und du dann auch sagst, hey, heute habe ich das und das gelernt mit der Kameraeinstellung und das funktioniert jetzt. Und davon das begeistert dann natürlich auch das Publikum, eure eigene Reise. Any questions so far, Pamela? Einige Fragen noch? Wir müssen das erstmal alles verarbeiten und learning by doing. Learning by doing, yeah. Absolutely. Yeah, that's it. That's it. And the thing is with marketing, there's no one size fits all. There's no magic button, you know, and there's no magic. Just say that magic button. Ja, also mit dem Marketing, egal was ihr macht, es gibt keine Einheitsgröße. Es gibt keinen magischen Knopf für alle zusammen. Das gibt's nicht. Das ist halt jeder, der da durchgeht. Jeder seine eigene Firma. Everybody has his own business, yeah. Yeah, that's it. And you know, one of the big takeaways I would say, aside from what we've said, is never copy anybody else. You see a lot of people trying to imitate people like, you know, the leaders. People trying to imitate Ray Higdon. People trying to imitate who's the other guy? Gary Vaynerchuk. You know. Yeah, Vaynerchuk or Graziosi. Yeah, yeah. And and Tony they've Robbins. got their own brand, and if you try and copy them, you discredit yourself probably forever. You know. So. Also das Wichtige ist halt einfach nicht die Leute zu kopieren. Also ich habe gerade, you just said Ray Higdon and I just go with the eyes because he has so big eyes. Ja, der Clown mit den... Ray Higdon hat unheimlich große Augen, er hat immer so aufgerissen. Jetzt, wenn ich das auch mache, mache ich mich zum Affen. Mein Vater hat gesagt, Clown mit den Augen ist erlaubt.
Aber man muss sich selber sein. Also du musst nicht versuchen, so wie ich schnell zu sprechen, du musst nicht versuchen, wie John langsam zu sprechen, sondern du bist du. I'm faster, you're different, slower, and I'm faster because I live in Spain and they speak so fast here. Yeah. If I'm in England, I would be slower. Yeah. Also bei mir ist das spanische Leben ein bisschen eingerissen, weil die Spanier auch so unheimlich schnell sprechen. Aber nicht Leute sagen, wie wir Hitgen, Graziosi, Tony Robbins oder Dirk Kräuter, Bodo Schäfer, nicht versuchen, die Leute zu kopieren, sondern sei du selber. And what will happen as well with branding is that if you're consistent with your message, whether it's whatever you do in marketing, and we'll talk about video, then you will develop your own way of doing things, and your own way of doing things becomes your brand. Und das ist ja genau das Branding, was wir machen. Das, was du selber machst, das wird zu deiner Marke. Also du wirst die Marke von dir selber, das ist jetzt beim Hartmut das Excels halt, das ist gut. Katharina kann in Polnisch auch machen. Also du wirst dann deine Marke. Ja, ich muss deutlicher sprechen lernen. Ja, es gibt immer noch wie viele Millionen Sachsen, die dich verstehen? Oh, jede Menge. Ich verstehe ja. Well, he just said he has to learn to speak clearer German, but in the end, the Scottish are also on YouTube and you can't understand a word. The Irish are worse. Liverpudlians. Well, any accent is different. It's difficult to pick up sometimes. Yeah, well, But we've got Mike. Is it Mike? I can't understand him. Mike. Oh, Mike Hobbs. Yeah. Oh, right. No, Mike in our team, the one that is in the States. Is he in the States? Oh, yes. Mike Chief. Yeah, the Chief. Yeah. Well, that's because Mike's had a stroke. That's why he's. But his accent, I can't get his accent. Oh, right. It's difficult. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch gerade gesagt, wir haben den Mike, der ist in Amerika, ich weiß nicht, der ist irgendwo Texas, oder der andere ist in Texas. Oder sprecht mit jemand aus Irland oder aus Schottland. Hä? Du verstehst es auch nicht, aber die haben auch Erfolg in ihrem Bereich. But you see, the thing is with that as well, you also have the facility on YouTube to put subtitles on, so that can be good. Ja. Ach so, ja, that's a good idea. Also du kannst auch Untertitel einschalten lassen bei YouTube. Ja. If he speaks clear, but the problem is if I speak German with subtitles, because I've got a slightly Swiss accent, sometimes it doesn't understand me. Yeah. Ja, das mache ich ja jedes Mal bei seinen Videos, mache ich auch den Untertitel immer ein. Das Ja, verstehe ich ja nicht. Aber manchmal auch nicht. Ja. But I think, isn't it just like that we just have to go a bit away of having the audience everywhere, because the Scottish have a big audience, even if they speak Scottish, more Scottish accent, or the Welsh have the Welsh accent, and the Irish have their Irish, or the Yorkshire is the Yorkshire accent. Yeah, any accent really. There's a guy who I know who's from Israel, and he used to do all his, or he still does do all his videos in English. When he first started marketing online, he was developing a network marketing company, and he used to shout and scream, really excited, really, and nobody could understand what he said, but he had so much energy, people watched, and he went from nothing to having a multiple seven-figure business. Also sagt, kennt einen, der ist in Israel und hat seine Videos in Englisch gemacht und der war so voller Energie und immer so laut und überenergetisch. Man hat kein Wort verstanden, aber die Leute sind ihm gefolgt und hat dann wirklich trotzdem auch gutes Geld verdient.
Weil die Leute fasziniert waren. Ihr wisst wie. I think we shouldn't bother that much what other people are thinking. No, no, because people don't listen to what you really say, and that's the other thing. People don't really listen to what you say. They're tapping into what you're really saying non-verbally. That's interesting. Das ist genau ein Punkt für den Horst. Hör ganz gut zu, was jetzt gesagt hatte. Die Leute hören dir eigentlich gar nicht richtig zu, sondern sie gucken mehr, was nonverbal läuft. Also die hören vielleicht nur 50% deines Videos. It's like reading a bedtime story to a baby. They Ja, don't. sag mir eine gute Nachtgeschichte für die Babys. You see, years ago, you know, when I first started online business back in 2007, 2008, and you could do any old thing, and people you'd get so many leads because it was so easy. And then people started to become more internet savvy. People got to be able to subconsciously read faces and read mannerisms. And now if you're not telling the truth in a video, people can tell. So this is why when you do your marketing, just be open, be vulnerable, and just talk and engage with your audience like it's a good friend. Also er sagt, die Leute, er hat 2007, 2008 schon mit Online-Business gestartet. Und in der Zeit war ich auch schon online und da war es einfacher, Leads zu generieren, weil die Leute hatten keine Ahnung, haben sich einfach eingeschrieben. Heutzutage ist natürlich so, dass man wirklich auch ehrlicher rüberkommen muss. Man muss als sich selber rüberkommen, weil die Leute hinterfragen dich dann eher. Ob du das spielst oder ob du echt bist. I've just seen one of the LiveGood German one. That was the funniest video I've seen because he tried to talk as I do with the hands, but he went. Ich habe gestern ein Video mit jemandem geguckt von einer deutschen Führungskraft bei LiveGood. Und wenn ihr seine Videos guckt, versucht er wie ich mit den Händen zu artikulieren. Und das kam raus wie eine... Also wir haben uns richtig kaputt gelacht ab dem. Wie so ein Roboter. Ja, he just came over like a robot because he tried to talk with the hands, but he's not used because I talked in London in front of medicals and everything. Yeah. It's got to be natural. And if you're nervous, then be nervous. If you make a mistake, make a mistake. Because if you're going to be consistent and you're going to do this, you know, if this is your career path now for the next year, 5 years, 10 years into retirement, okay, then you're going to get better. You're going to improve. Ja, sag mal, wenn ihr nervös seid, seid nervös. Wenn ihr einen Fehler macht, macht einen Fehler. Und ich meine, ich artikuliere viel mit den Händen, weil ich vor allem auch in London vor Ärztepublikum gesprochen habe, vor riesigem Publikum. Und da hat man das gelernt, aber da muss man das nicht kopieren, sondern man muss halt selber seinen Weg dann suchen, seine Art und Weise und das selber auch lernen, wie man das macht. Aber einfach ehrlich sein und auch mal sagen oder sagen, heute bin ich etwas müde, aber ich bin jetzt trotzdem da. Okay. Ja. Any questions from anybody? Fragen? Die meisten Punkte, die John gesagt hat, habe ich ja verstanden, ist klar. Aber das Problem ist, ich bin ja erst seit 3, 4 Wochen dabei. Und heute habe ich meine erste E-Mail-Kampagne bei NoSite rausgeschickt. Aber das alles jetzt, also man kann nicht alles gleichzeitig umsetzen. Man muss Stück für Stück das aufbauen halt, ne? Wie John sagte, man muss 12, 18 Monate sich Zeit geben und nicht versuchen, in 3 Monaten an die Spitze zu kommen. Ja, genau. He has Stefan has joined the Now side because the good thing of Now side, which I found out, is that I can give my campaigns over to him. Yeah.
and it's already done. But I think he also said it's all very logical, but he thinks the main point this evening that he is taking out of it is to give more time and not try to do everything at once. Absolutely. Yeah. It's kind of like the less haste, more speed. So get more done by doing less. Ja, also weniger Stress, mehr Geschwindigkeit gibt's dann. Also I had the same, I was on too many social media platforms. Und also ich habe das auch, also ich kann nicht Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, Twitter, überall drauf sein. Das funktioniert einfach nicht. You had last week, you had a really good trick, which I want to show them, where you said, take 2 or 3 tasks to do this day. You said last time on the meeting, on our webinar. So I quickly want to show them this. Hat letzte Woche einen ganz guten Trick gezeigt und das hat mir extrem geholfen. It really helped me, weil ich am Morgen da sitze. Dann habe ich hier meine farbigen Post-it-Kleber da. Und dann habe ich mir 3 Arbeiten aufgeschrieben, die ich heute machen will. Also ich habe hier da das Freitag-Video wollte ich machen in Deutsch. Bei der Now-Seite wollte ich noch 50 Leute suchen und die E-Mails rausschicken. Nur 3 Dinge. Und das hänge ich da am Computer an. I just put it on my screen. Und diese 3 Dinge mache ich mal. Because I was completely overloaded with everything. Yeah. I didn't know, shall I do now the HBA or promote HBA? Shall I do this or so? It's when you're first starting off, it is a bit of it's confusing to find out what to do first. Okay. So it's first of all, find your passions, find out what you're good at and improve on it. But then like Pam says, just have a list and this is what I need to do. And don't make the list too long, okay? Because I'm the expert at doing that. Yeah, you're also an expert. I had a task list, to-do list. Yeah. Also ich habe das auch, ich habe das erst auf meiner Microsoft To-Do-Liste gemacht und ich sehe, dort steht jetzt die Zahl 19. I see my To-Do list has 19 tasks. Because it shows me every day. Und dann habe ich eben das gemacht, was gesagt hat. 3 Sachen hier auf ein Post-it hinhängen an die Wand oder am Computer hinhängen und sage, die 3 Sachen mache ich oder die 2 Sachen mache ich. Because my to-do list is every day getting more. Yeah. I love what I do in terms of doing this and the online business. I just love it. I don't know what it is. It's just a case of, I've been doing it for so long and it's like second nature. But if you're doing tasks that you don't like, and you're doing tasks that are complicated and frustrated, and you're putting yourself under pressure, you're not going to survive very long. Okay, and I think that's what a lot of people do. They start with trying to do everything, and then burn themselves out, and they say, "Actually, you know what? It wasn't really worth it." But if you just do one thing at a time, okay, whether it's a video, whether it's a social media post, whatever it is, as long as you're doing something and you're going towards your goal, you're gonna get better and better and better. Ja, also das ist wirklich das, was viele Leute haben, wenn sie starten. Sie tanzen auf allen Hochzeiten, wollen überall alles machen und dann klappt überhaupt gar nichts mehr. Dann geht nichts mehr und man kommt nicht vorwärts, dann ist man frustriert. Nach 2 Monaten sagt man, Schrott, ich gebe wieder auf. Und das ist genau das, was man ändern muss, wo man sagt, okay, ich versuche mal mit Canva Bilder zu gestalten für Posts. Und dann machst du das und wirst jeden Tag besser und besser. Und dann sagst du, okay, ich mache jetzt 2-mal pro Woche ein Live. Und dann machst du das und wirst jeden Tag besser und besser. And the other thing is regardless of where you are right now, regardless of how you feel, how confident you feel,
what your skill set is right now, everybody can win. Everybody can succeed at this. Ja. Und er sagt, egal in welchem Status das du bist, ich sehe jetzt, wie Katharina so überlegt und tut, aber es ist egal, wie weit dass du jetzt bist, aber wenn du das startest und nach machst, wirst du gewinnen. Weil du wirst jeden Tag besser und stärker und du lernst es einfach und du lernst auch mit den Kritiken umgehen oder das ist dir schlussendlich egal. I see Katharina is always bothered about people at her job where she's working, that she's doing a side job, but actually everybody does a side job. I'll tell you what, when I first started in business, well, when I started in a network marketing business in 1989, and then in 1992 I joined the British Police, and I was in the British Police for about 10 years. But when I was in the police, I restarted my network marketing business, and I had the same problem. I was thinking, how do I promote a network marketing business and be a police officer at the same time? And what I found is that if you're consistent with what you do, people will point the finger, tell you why you're doing this. But when people start to see that you're serious about it and you're consistent, people get on board with you. Ja, also kann sich beruhigen, Katharina. Hatte Network gemacht, also hat vorher schon Network gemacht und dann 1992 ist er Polizeiofficer geworden und hat da gestartet und hat eben auch überlegt, wie kann ich das vereinbaren, auf der einen Seite Polizist zu sein, auf der anderen Seite ein Network aufzubauen. Und er hat gesagt, ja, natürlich haben die einen oder anderen mit dem Finger auf ihn erst gezeigt, aber er hat gesagt, je mehr, dass du Kontinuität zeigst und die Leute sehen, ach, du meinst das ernst und du machst das auch wirklich, umso mehr kam dann die Akzeptanz, wo sie auch gesagt haben, okay, du hast halt noch einen Nebenjob. And I think when I left the police in 2000, in the year 2000, and I think at the time when I left the police, I don't know, I think I was probably earning something like £20,000 a year, which was very average for the time for that time. And 18 months after I left the police, I was earning 250,000. So did anyone mind? Did I mind that I was ribbed for a little bit? No. Also sagt, als bei der Polizei gearbeitet hat, einen guten britischen Durchschnittslohn gehabt, damals mit etwa 20.000 Pfund pro Jahr, war natürlich damals ein 90er guter Lohn. So, und dann ist er im Jahr 2000, hat er seinen Dienst quittiert und hat dann aber pro Jahr fast 250.000 verdient. Hat er sich eigentlich darum gekümmert, dass er das gemacht hat, oder haben sich die Leute dann darum gekümmert? Nee, er hat es halt einfach gemacht und er hat halt dann sein Ziel erreicht. One of the things that you want to try and avoid when you're in a work environment is just don't make any income claims. Obviously, I told you that for clarity purposes, but don't sort of tell people that you're going to do great things. Just do things quietly in the background. Do your videos, do your marketing, and let them say whatever they want to say, because they will. Ja, also das Einzige, was man nicht tun sollte, sind irgendwelche Einkommensversprechen zu machen. Deswegen zeige ich auch eigentlich nur am Webinar höchstens, wenn wir privat sind, wie viel das ich die Woche verdient habe. Sondern das gehört nicht nach draußen. Und einfach deine Videos machen, in aller Ruhe, durchstarten, machen und nicht irgendwie erzählen, wie viel das du verdienen willst oder wirst oder tust, sondern einfach das machen. Good stuff. Is there anything else you want me to talk about, Pam? Because I know I could talk forever. I could talk all night. John kann mir immer sprechen. Also wenn ihr noch Fragen habt, wir können stundenlang. I think we're both the same. Because we had Tuesday we had also till 10 p.m. here or afterwards. Yeah. Habt ihr noch irgendwelche Ideen, Fragen oder so?
Ich bin sprachlos. Hartmut says he's rattling. Du rattert. What you want to do as well is, because we've covered so much information, is go over this video again and watch this video a few times. And you know, if you obviously people have taken notes, but look at those notes again and go over them and really digest it, but then apply what you've learned tonight into your business. Ja. Also er sagt auch, dass ihr dieses Video nochmals angucken solltet, um dann wirklich auch das rauszukriegen und nochmals zu verarbeiten und zu gucken, wie ihr dann euren Weg findet. Und einfach immer wieder gucken und sich da rauszuholen. Und I really find it good because I find it good that you're on the call here, because it also shows your quiet way of doing business and not only my multi-active way. Yeah. I think it's also ich glaube, es zeigt euch heute Abend auch ein bisschen den Unterschied von mir, die eigentlich recht lebendig ist und quirlig ist, und er, der eigentlich eine Ruhe hat. Vielleicht habe ich ihn auch deshalb als Sponsor gesucht. I think I've searched for a British sponsor to get this quietness or this marketing. I think that's why it connected. Yeah. Also das ist auch so, dass man ein bisschen sieht, wie die Verschiedenheit der Charakteren ist und wie wir das machen. Und ihr könnt auch mal in seine Videos reingucken, auch wenn ihr es nicht versteht, einfach mal zu gucken, wie er spricht. Ja, er spricht so ziemlich ruhig. Das ist ja fast wie ein Psychologe, der alles so in Ruhe rüberbringt. So alles. Psychologist. Yeah, you're a half psychologist as a police officer. Well, you're talking very quiet, but I think that it's also as a police officer, you are also you have to talk quiet. People are just people, you know. It doesn't matter what job you do. It doesn't matter what you're promoting. Some people are loud, some people are quiet, some people like video, some people like, you know, people are different, and it doesn't matter who you are or what you do. There'll be somebody out there who resonates with you and your message. Ja. Also er sagt, Menschen sind halt einfach Menschen. Und irgendwo draußen sind Leute, die mit dir Kontakt aufnehmen, weil die Resonanz stimmt. Und weil es dann einfach passt. Weil wenn ich zum Beispiel in England bin, bin ich auch eine Nummer ruhiger. Because I think when I'm in England, I was a bit quieter than here in Spain, because Spain here is very lively. So certainly the bars are. Yeah, well, you get into this habit. You get into this habit because my husband always said, "Why are you talking so fast?" When I was with Spanish people on the phone, I said, "Because they talk fast." Yeah. Also das ist natürlich auch, wenn ich zum Beispiel in Spanien telefoniert habe, hat der Sören mich immer gefragt, warum sprichst du eigentlich so schnell? Versteht ja keiner. Sage ich doch, das ist ein Spanier und der spricht auch so schnell. I've got one little last tip. If you're worried about doing video, because everyone worries or is slightly concerned about what people think of them. Okay, I couldn't care less, but a lot of people do. So if you record yourself doing a video without the intention of uploading it, so I'm just going to record myself, I'm not going to upload it, no one's going to see it, and I'm going to watch it back. So record yourself doing something, watch it back, okay, then do that every day or every other day or whatever, and then have the confidence then to put it online. Because this is what I used to do. Do you want to say that first? Ja, also eine ganz gute Idee, Katharina, einfach mal Videos aufzunehmen, ohne dass du sie im Moment vielleicht hochlädst. Ohne dass du diesen Druck hast, hochzuladen. Und einfach mal 2, 3 Videos aufnehmen und dann mal angucken. Und erst danach sagst du vielleicht, ach ja, jetzt tue ich sie gerade veröffentlichen. What I used to do is I used to develop my own products for the internet. So my own information products.
and I would spend a lot of time getting these products done and get to a point where it's almost finished and go, it's not good enough. And then I'll start something else. And then 6 months later, I'd go back to the original one and I would question myself, why didn't I put that online? Why didn't I upload it? Because it was really good. Okay. So this is what you want to do is just record without uploading it, and then you will build your own confidence. Because I tell you what will happen is you will get really good at doing video, and the people that are really awful at doing video, who don't know what they're talking about, will be getting results in their business by uploading really poor videos. Okay. And it will frustrate you and it will make you upload your videos. Does that make sense? Also er sagt auch, er hat auch seinen eigenen Content früher gemacht, also so Kurse, genau das gleiche habe ich auch gemacht, was er jetzt gesagt hat. Dann machst du einen Kurs und dann denkst du, ach, dieses Zeug ist Schrott, das ist überhaupt gar nicht gut. Und dann startest du wieder und arbeitest wieder 5 Monate an einem Kurs. Und dann gehst du plötzlich zurück und sagst eigentlich, warum habe ich eigentlich das damals nicht veröffentlicht? Yeah, I got my full wall full of paper of the Ingraciosis Mastermind. And every time I think my course is not good enough. Yeah. Yeah. Also ich habe auch eine ganze Wand, habe ich ja hier mit Papieren, habt ihr ja schon mal gesehen. Und dann denke ich immer wieder, ja, das ist Schrott, das passt nicht. Aber dann plötzlich merke ich, ja, da hat mich genau jemand nach dem Thema gefragt, ja, warum habe ich es denn nicht publiziert? One of the things I find frustrating sometimes within a coaching environment is that you'll be talking to intelligent people who are professional, who don't upload their content because it's not perfect, and they don't get any results. If you don't put your stuff online, nobody sees it, nothing happens, the business doesn't do anything. Then you coach people who are, 1 IQ more than a brick, and they do exactly what you say because they've got no fear, and they get results. And that, I find that frustrating sometimes, because everybody should. Manchmal ist es frustrierend, wenn auch selber Leute coacht. Da gibt es Leute, die sind sehr, sehr intelligent, sehr gut in allem zusammen, aber die warten immer, bis sie die Perfektion haben. Dann machen sie irgendwas und machen weiter, aber sie publizieren es einfach nicht. Und du denkst, warum macht er sie? Und dann gibt es Leute, die sind vielleicht nicht ganz so die Intelligenz oder haben nicht ganz so dieses Abi oder alles zusammen, aber die machen es einfach. Und die machen zwar vielleicht eine schlechtere Qualität, aber sie tun es online setzen. Und das ist dann der Wachstum, den du dann hast. Und die wachsen meistens mehr als die anderen. Und dann sagt Mama, ist es die Frustration, wenn du sagst, ja, warum wartest du, bis alles perfekt ist? I had this with my husband. He was always teasing me a bit because he's also direct marketing, and he always said, "Oh, this is not perfect. You have to do it perfect." And I always said, "Perfect is boring." Also, mein Mann hat immer gesagt, hat mich immer geneckt und gesagt, ja, das ist aber nicht perfekt, das Ganze und so, du musst perfekter machen. Dann habe ich gesagt, naja, perfekt ist langweilig. What does make things really good is if you're sending emails and you put an email signature on, so you make the email look good, or when you're doing a video, you put your lower thirds on, your branding, you put your name on, and you've got an introduction, a middle, and an end. Okay, and those little things can make a real big difference. Ja. What I find sometimes, sorry. Ja, also er sagt auch ganz wichtig ist, so wenn man zum Beispiel E-Mail macht, dass man eine richtige Fußzeile hat oder Kopfzeile hat, dass man sein Logo hat. Also genau wie jetzt der Horst Fuchs mit seinem Füchschen so, das jetzt auf dem Video zu haben, dieses kleine Logo, schon nur dieses kleine Ding kann extrem viel ausmachen. Yeah, Horst has done his first branding logo for his YouTube channel because his surname Fuchs is Fox, the fox in the woods. So he has Yeah. a nice fox and his initials. Excellent. Yeah, brilliant. Yeah.
And the more you do of that, branding is all about getting people to say, here's Horst, here he is, here's the fox again, we know what he's going to do, and having a consistent message. And if you're consistent with whatever you do, it's very easy to build a business really quickly. And there's no secret to it. It's just a case of doing it, be consistent, and improve along the way. Ja, sagt auch, dass dann eben, das ist genau das, was dann geschieht, wo du dann die Videos machst und sagst, hier ist der Fuchs wieder und ich mache wieder Videos, also auch ein bisschen vielleicht mit Humor so das nehmen und wirklich in der Kontinuität das zu machen, wo die Leute dann sagen, ach, der Fuchs ist wieder da. Also das mit dem Emblem verbunden oder so oder irgendwas, das ist natürlich das, und dann hast du deine eigene Marke. Another thing you want to do as well is as you're going about your business, when you watch a video from, say, Gary Vaynerchuk or any of the leaders that you know, take a note of what they're saying, but how they're saying it. So start to deconstruct their branding. Okay, so really understand what they're doing, and you can model what they do. Don't copy what they do, but you can model what they do. And when you really start to deconstruct what they're actually saying, then you will learn an awful lot about marketing, and you'll become better marketers as a result. Ja. Also was ihr auch machen könnt, das habe ich auch schon öfters gesagt, dass ihr wirklich gewisse Leute ein bisschen beobachtet und zwar nicht nur also nicht unbedingt den Text nehmt, was jetzt ein Dirk Kräuter, wie er seine Kurse macht, sondern die Art und Weise, wie er das macht, wie er das anbietet, wie er dann zum Abschluss hinkommt und das dann aber nicht kopieren, sondern irgendwie modellieren, dass man ein eigenes Modell draus hat, wo man weiß, auch so macht er das Videos oder John und ich haben zum Beispiel 2 ganz verschiedene Arten, die Videoschluss zu machen. I'm just telling you, we have 2 different ways of making the last sequence of the videos. You've got your Canva picture there with the last videos on and subscribe. Yeah. And I'm making it with my finger. So Yes. you just find your way. Yeah, Also, absolutely. jeder macht es ein bisschen anders. Also er hat zum Beispiel am Ende des Videos für die letzte Szene, er schneidet das zu, hat er ein Bild, wo er dann nachher dieses Video hintut, wo dann steht, hier abonniere den Kanal. Und das ist das Bild gemacht, die letzte Szene bei ihm. Bei mir ist die letzte Szene ein Finger, wo ich sage, und jetzt klickst du hier drauf und hier kommst du weiter. Also jeder findet dann seinen Weg, irgendwie etwas zu modellieren. Er hat es von jemandem anderen abgenommen und ich habe das... Meiner war so. I've got that from Ray Hitken. Also Intro und Outro. Ja, das Intro und Outro. Also. Aber Ja. Intro macht man nicht mehr, dass man lange über sich quatscht. Mhm. Also nicht mehr lange sagen, hallo, ich bin Samuel Böhner und ich bin das und das und das. So Intro is more what you get in this video, huh? The introduction. It's not anymore about yourself, it's what people will get in the video, isn't it? Yeah, I mean, in my branding, what I tend to do is I started with, hello, my name's John McLaughlin. And then what I normally do is talk about what's going to come in the video. What I've started doing for some reason, and I can't get out of it, is I'm saying, welcome to the video. And it just comes out. So now I've kept it in because obviously it's good for branding. But what you can do as well is create what they call a hook. So, and your hook is, okay, in this video, we're going to talk about this, we're going to talk about that. And then in the end, I'm going to show you how to do this. And that's what you can do. Okay, Ja, also das ist auch das, was ich mache, also was ich auch aufmache, wo ich sage, okay, mein Name ist Pamela Warnstadt, ich sage manchmal noch live aus Spanien, aber meistens mein Name ist Pamela Warnstadt und in diesem Video geht es um diesen Punkt und ganz zuletzt erkläre ich in diesem Punkt, bleibe ich bis zum Ende, denn alle 3 Punkte gehören zusammen. Also ich sage im Intro schon, was kommt.
if you listen to anybody in marketing, it's all about the hook, the story, and the offer. Okay, so a really good hook gets people to pay attention. The story, if you're documenting your journey, people will listen to you. Okay, guess what happened today? I was doing this, blah blah blah. People will be engaged because people love stories. And when you tell stories, a different part of the brain takes over, and it's an ancient part of the brain that pays attention to what's being said. So tell stories in your videos, and then obviously your offer is just your call to action. Russell Brunson, ClickFunnels. he coaches that hook story offer. Hook story offer, yeah. Ja, also das ist genau das, was viele Marketer machen, also was ich auch bei Russell Brunson gelernt habe, wo ClickFunnels, das ist der Haken, die Geschichte und das Angebot. Das sind 3 ganz wichtige Seiten, egal ob du eine Post machst oder eine Video machst, übrigens, auch bei Posts so. Der Haken ist, habe ich heute ein Video gemacht, das Geheimnis über gute Nahrungsergänzungen. Das war mal so ein Haken. Dann kam die Geschichte, wie dass ich Nahrungsergänzungen aussuche, unter welchen Aspekten, dass ich die mir ausgesucht habe. Also biologisch und zertifiziert und das und das und das. Und dann kommt das Angebot. Und dann kommt das Angebot, wenn du bei uns kriegst du zum Beispiel Produkte 75% günstiger. Hier unten kriegst du mehr Infos oder so. Also immer Haken, Geschichte, Angebot. Und wenn du die 3 Dinge irgendwo in die Post rein tust, dann hast du immer dann hast du immer etwas. That's what we were also talking about, the hook. It's also the title. The title of a video is so essential. Yeah, so people in. But again, these skills are all skills that you'll learn over time. Yeah. What you never want to do is don't let anything hold you back, thinking, well, I can't do this, I can't do that, I'm not really ready to optimize, so I won't do anything. Just get your content out and then optimize it and improve it along the way. Also das ist auch das, was ich sage, was ganz wichtig ist. Also der Titel ist ja extrem wichtig, habe ich immer gesagt, wie für die Bildzeitung zu schreiben, dass es wirklich so ein Haken ist, dass wenn man rausschmeißt, die Angel, da brauchst du einen Haken dran. Aber sitzt nicht da und überlegt stundenlang, ja, ich komme mir kein Titel in den Sinn. Also es geht nicht, sondern einfach tun und einfach raustun. Optimieren kann man nachher immer noch. Okay. Ja, habt ihr gerade noch Fragen? Yeah, there's a lot of information there, an awful lot of information. So I think that'd be a good just to digest some of that. But the most important thing is put things into action, because you've already got the answers that you need to build your business. It's just pulling the trigger, doing the videos, doing the post, just doing the things every day. Ja, er sagt einfach, ihr habt heute vieles gehört, vieles gelernt, und das Wichtigste ist halt einfach wirklich die Sachen in ein Tun zu bringen. Und tun heißt eigentlich, tu es sofort in ein Tun rein. Ja, Ja, it's also, I can das see Katharina still, Schwierigste ist ja für mich, so, wenn ich jetzt ein Video will machen, worüber mache ich jetzt eins, ne? Was ist ja das Thema? Ja. Ne? Also ich denke, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber dass man jetzt zum Beispiel von LiveGood Videos anguckt, wo jetzt zum, sagen wir mal, jetzt für Leute einschreiben ist, ne? Angucken, was der erzählt, aber Englisch kann ich ja nicht eben, das ist ja das Blöde, außer man kann in Deutsch das anhören, aber wenigstens den Text kann man übersetzen. Also du hast bei mir auf dem Kanal irgendwelche Videos, die
zum Teil auch nichts mit LiveGood zu tun haben, also ältere Videos, die man einfach angucken kann und wo man eine Idee kriegt. So, oder einfach auch von meinen Videos, dass du anguckst und sagst, wow, hey, das Video ist jetzt gut, okay. Du musst ja nicht die ganze Länge nehmen. Wenn ich ein Video mache von 20 Nein, ich Minuten, habe jetzt gedacht, dass man einen Ausschnitt rausnehmen. den Text kann man ja übersetzen in Deutsch, ne? Und dann versteht man den ja, ne? Und dann kann man ja von den Texten, wo da sind, was nehmen und dann aber umformulieren. Ja, du musst aber aufpassen, dass du nicht verkompliziert. He wants to take English speaking videos and translate them in German and then take it. The problem is time. You translate it. Also wenn du von einem englischen Video ein Skript nimmst und das übersetzt, hast du 2 bis 3 Stunden, weil deutsche Sprache hat mehr Wörter als Englisch. Und dann verhaust du dich im Prinzip von der Zeit, bist du kompliziert. Weil ich habe jetzt schon relativ viele LiveGood-Videos. Ich habe jetzt auch den neuen Kanal, den Gesundheitskanal. Und dann guckst du ein Video an und du kannst nur eine Sequenz auch rausnehmen. Wenn ich jetzt if I look at John's video, if I look at your video, I sometimes get my ideas, but I don't take your full video. I just take a part of your video and say, this is my topic. Also, du kannst nur einen Teil nehmen. Also ich gucke alles von John an. Ich gucke seine Videos an und dann sage ich, oh, gute Idee. Ich nehme aber nur diesen Teil und mache daraus ein Video. Oder geht zu Michael Strachowitz gucken, der hat geniale Videos. Ja, es geht ja einfach darum, wenn ich jetzt zum Beispiel um wieder Leute einzuschreiben, ne? Dass man weiß, so, was schreibe ich jetzt in etwa, wo ein bisschen auch reinhaut, ne? Irgendwo abgucken, selber umschreiben, ne? Und dann ein Video machen. Verstehst du, wie ich meine? Ja, yeah, he's just asking him, he wants to, how to make a script from another video, but I think it's not really good to make a full script. I think it's better just to take certain sentences out of a video. If you did something in your LiveGood business, Horst, and you're telling people what you did, you don't need a script. So if you actually do something, like say, learn, do, and teach, then it becomes a lot more natural. And I've done this before where I've done videos with scripts, and I found it incredibly difficult. It takes hours to do because you're always thinking about what I've got to say, and it comes from here rather than coming from here out to your audience, and it makes a big difference. Yeah, I do scripts in Spanish, but I tend to leave the script suddenly. I have the script, but then suddenly it starts to flow. Yeah. And I can be correct or wrong. Spanish doesn't matter. Also mit Skripts zu arbeiten hat immer so ein bisschen einen Vor- und Nachteil. Der Nachteil ist einfach, dass man wie irgendwo nur wie eine Maschine rüberkommt und man nicht richtig fließt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Spanisch mache, habe ich auch ein Skript, aber nach 2 Minuten verlasse ich mein Skript, weil ich irgendwo weiß, was ich sagen wollte, und ob es jetzt richtig Spanisch ist oder falsches Spanisch, ist eigentlich egal. Weil die Leute, die es wollen, die verstehen mich. Und wenn du zum Beispiel, Horst, erzählst, wie du deine ersten Videos gemacht hast, also aus deiner Erfahrung heraus erzählst, dann fließt es eben auch besser. Ja, aber irgendwie muss man ja auch zum Thema kommen, dass die Leute sagen, so, ich schreibe mich bei dir ein. Ne? Ich meine, du gehst wieder vom falschen Dings rein. Du gehst wieder davon weg, dass ein Video das muss sein, dass ich immer nur Geschäft mache und dass ich genau ganz gezielt aufs Geschäft gehe, sondern es geht auch darum, dass ich zum Beispiel ein Video
nur erzähle, was wir in unserem Team alles kriegen, also was dein Gegenüber alles bekommt, wenn er bei uns ins Team reinkommt. Ja, dat is zo'n Thema, wo man kann, klar, aber man macht ja nicht nur 2, 3 Videos, man muss ja noch andere Themen haben, wo man kann machen. Ne? Well, I think you get endless topics from everywhere, aren't you? I think we can get topics from any video. If it's now Dean Graziosi or Ray Hitkin, we can get a topic and catch a topic and say, wow, this topic is good. Yeah, well, it depends what the kind of the journey. I mean, everyone here is on a journey, and you're all starting from different positions, and you've all got different skills, and your audience wants to know. Your audience wants to know about you, and like I say, if you just document what you're doing day to day, and teach people what you've learned, that's gold. It really is. You know, you can't get better than that, because you're number one, you're branding you on the front end, but also you're sharing you know, you're sharing what you've done with your audience, and people can see you for who you are. Ja. Also das ist schon irgendwie so, wenn du versuchst, mehr von dir raus zu erzählen, um mehr vielleicht auch zu dokumentieren, was du machst und was du hier lernst in diesem Team, anstatt nur einfach auf die Struktur des reinen Geschäfts zu gehen, sondern einfach zu erzählen, wie du die Woche auch erlebt hast, vielleicht die Webinars, wir haben hier 2 Webinars und am letzten Webinar ging es da und da rum und so, oder an diesem Webinar hatten wir Besuch aus England, unser Sponsor, das war total cool. Ja, da habe ich schon ein Thema, wo ihr eigentlich morgen alle über das erzählen könnt. I'm just giving them a topic, so I just had the idea that, for example, tomorrow they can do a video and tell people, well, yesterday we had a team webinar and we had our sponsor from England, which was amazing, and we learned that and that and that. So you already got a topic, I guess. Well, one of the things that I've always... He's thinking too far away. Yeah, one of the things I was always taught was that your notes, the notes that you've been writing down, I mean, I've been to seminars, I think it was Ray Higdon who said, you know, your notes are worth thousands, you know, what you've written down. So look at what you've written, go back on this video. And I mean, I must have covered maybe 24 points of different things that you can do. And I know I cover it fairly quickly. Sorry, I'm going too fast. But go back over this video and talk about what you've learned. Ja. Also er sagt auch so, wenn jetzt du nach Themen suchst, ist das, die einen haben halt auch Notizen gemacht so, und ich habe auch so einen klugen Block hier, und dieser Notizblock hier ist Gold wert, weil der gibt mir immer wieder Themen vor. Da habe ich immer wieder Ideen, wenn ich das eben aufschreibe, oder wenn ihr morgen nochmals dieses Video anguckt heute und euch mal Notizen macht, dann habt ihr hier immer Ideen. Also es kommt dann immer, ach, das ist ein gutes, I just got here, connect and invite. Next topic. Hier steht verbinden und einladen. Da habe ich morgen schon wieder ein Video. Well, yeah, I mean, one thing that would work really well is if you did a video tomorrow, okay, and you can say, look, I've learned so much on this webinar. Here's the webinar, you know, this is what we did. Maybe put a screenshot in the video and say, look, there's 15 things that I learned on this video, and over the next 2 weeks I'm going to show you what those 15 things are. Here's the first one, here's what I learned. So you've got 15 topics that you can talk about. Das ist gut. Also das ist eine ganz gute Idee. Musst du dir aufschreiben jetzt, Horst. Er hat gesagt, du kannst jetzt auch aus diesem Video sagen, morgen sagen, ich habe 15 Punkte heute an diesem Webinar gelernt. Und das ist ganz toll. Heute ist der erste Punkt. Und darüber spreche ich. Und in meinem nächsten Video sage ich dir den nächsten Punkt. Dann hast du ja schon 10 oder 15 Videos. Ja. Also hast du schon eine Fortsetzungsgeschichte.
these Or are things the going on next from next video. yeah, and going on from that, you could make a whole series of videos around those Coronation Street, see more tomorrow. Yeah, absolutely. Open a loop in your video. So you open a loop. Okay, tomorrow we're going to talk about how I learned about XYZ. Join me tomorrow, or join me in the next video, or make sure you subscribe so you don't miss any of this content, because it's really powerful stuff. And join me in the next one. Ja. Also es ist dann auch gut, wenn du zum Beispiel am Ende sagst, heute kommt der erste Punkt, und am Ende des Videos sagst du, und morgen erzähle ich dir, wie es weitergeht mit dem und dem Punkt. Aber vergiss nicht noch schnell auf den Knopf zu klicken, damit du nichts verpasst. Ja, Wir sehen uns morgen oder wir sehen uns übermorgen. And then sort of moving on from ja, that. klar, verstehe. Also Ja. eine Art Lindenstraße, immer wieder Fortsetzung. Ja, ne, ist klar, man willst du ja auch, ne? Willst ja nicht nur 2 Stück machen und fertig. Dann kommt, ne? Das ist schon so, wenn man, so wird man eher gesehen und, I ja. think that's a good idea. That's like yeah, it's like Coronation Street, just Yeah, trying to that's go it. on and on and on. That's And they're it. going on for 40 Yeah. years or how much? Yeah, yeah. Dann sagen No, die and Leute, ist der Hosti wieder da. Yeah. just move on from that, and you can say, okay, well, my favorite strategy that I learned was this one, and now I've implemented it in my business. Let me show you how to implement it for yourself, for your own business, and then suddenly you become a leader. Yeah. And that's when people will do business with you. Yeah, I think it's also good sometimes to I also like to say sometimes if you like to implement it in your business, let's hop on a Zoom call together. Yeah. Oder so another call to action. Also wenn du auch zum Beispiel so sagst, dann ja, und morgen zeige ich dir das und dann zeige ich dir gerne, wie du das in dein eigenes Geschäft einbindest. Lass uns doch schnell einen Zoom-Call machen. Hier unten hast meine WhatsApp und Telegram, schreib mich an. Also Call to Action, also immer fragen, dass der andere irgendwo was macht. I think one of the important things when it comes to marketing is if you can keep that consistency. So you're talking about what you've learned, and people are engaging with you, and you can apply that in your videos, you can apply that in your email. People get to know who you are, and they're on the journey with you. And then what they'll do, they'll reach out and go, okay, I've been I get this all the time where people say, I've been following your videos. I really like your videos. Can you tell me about this? And it's so powerful. Ja. Also es ist einfach so, wenn du deine Reise beginnst und wenn ihr eure Reise beginnst und dann sagst, okay, ich beginne jetzt regelmäßig meine Reise und ich mache eigentlich eine Fortsetzungsgeschichte daraus, dann plötzlich kommen dann Leute, sagen, hey, ich folge deinem Kanal schon 1-2 Monate. Ich möchte jetzt aber mehr wissen. Also plötzlich kommen die Leute oder noch einmal als Zusatz so zum Beispiel auch mit Lisa, man kann auch Fortsetzungsgeschichte machen, wo du das verschieden einflechten kannst. Du kannst dein Produkt einflechten, CBD, und morgen erzähle ich dir über Rückenverspannungen und Schulterverspannungen, was du dagegen machen kannst. Ja. I just told Gisela, because she's a healthcare practitioner, said she can talk today about CBD, and then at the end she can tell, well, tomorrow I will tell you what you can make if you got a muscle ache in your shoulders or so. I will tell you about that topic. Yeah. So Yeah. she gets you get a Coronation Street. I think that's du kriegst eine Lindenstraße. Coronation Street ist Lindenstraße. Yeah. Oder im Mickey Mouse Duck. Weiter geht's im nächsten Heft. You know, when we were reading Mickey Mouse, and then it says next time more, and then you had to buy the next book. That's it. Yeah. 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 Can I have another Mickey Mouse?
I need to know how the story is going on. Ja, ja, ne, Und noch ein Hinweis von mir, Horst, es muss nicht immer alles so kompliziert sein. Ich bin gerade auf Johns Facebook-Profilseite, er hat da einen Beitrag gepostet, einfach nur lernen, tun, also learn, do, teach and repeat und sonst nichts. Einfach nur ein blauer Hintergrund und dann diese Texte reingeschrieben. Das ist ein ganz simpler Beitrag, aber der bleibt mir jetzt hängen. Ne? Yeah, he just looked at your profile and he told Horst not to overcomplicate it, and he just said your post learn and do and teach it's such an easy post with actually only one sentence, but it gives the audience a lot of meaning. Und das ist auch das, was ich euch immer wieder sage, genau das, was beim Hartmut zum Beispiel fehlt, dieses Auflockern, dieses Info geben, wie ich heute meine Erfolgspost gemacht habe, wo einfach irgendjemand sagt, wow, hey, das ist eine geniale Idee, das könnte ich, also das, oder das ist gut, oder das tut mir gut. ja, Sprüche sind auch was, klar. Ich habe letztens auch mal eine gepostet von dir, die du mir geschickt hast. Da habe ich hat dann einer kommentiert, ja, wenn die Träume verfliegen, da habe ich ihm dann geschrieben, ja, Träume, jeder hat doch Träume. Ich auch. Und wenn ich meinen Traum erfüllen will, dann hänge ich mir Bilder an der Wand von dem Traum, wo ich habe. Und dann sage ich mir jeden Morgen, so, das will ich haben, das will ich haben, das will ich haben. Ne? Yeah, it's always, you get different comments on your post. You get positive and negative ones. I think the negative ones I've always kept on. Some it depends on the type of comment they come out with. But, yeah, but I mean some I delete, but some I certainly don't react to them because a lot of the rude comments that you get on comments generally, they're put on purpose. They're put there on purpose. So just react kind of opposite to what they would want you to react to. Ja, just react friendly. Ja, man muss halt manchmal einfach freundlich irgendwas freundlich antworten und sonst die Leute einfach stehen lassen. Oder dann solche Leute dann fragen, wenn du so kannst, ja fragen, was sind denn deine Träume? Also eine Gegenfrage stellen. Ja, ich habe mir geschrieben, jeder hat doch Träume. Ich auch. Da musst du auch, und da kannst du anhängen. He just had someone who said, who commented to a post about dreams and dreaming, going towards your goal. And then this person said, everybody has a goal. And everybody has a dream. So this will be a kind of a hook to get the people into a conversation, actually. Scheinbar habt ihr Teile, sonst würde er nicht schreiben, Träume verfliegen. Ne? Also scheinbar hat er keine Träume. Wenn ich einen Traum habe, ich will jetzt eine Kreuzfahrt machen, dann hänge ich mir ein Bild an der Wand mit dem Kreuzfahrtschiff und sage mir jeden Morgen, ich will eine Kreuzfahrt, ich will eine Kreuzfahrt, ich will eine Kreuzfahrt. That's what you said. That's what you said. It's going in the direction because he says, the other one says, dreams are flying away and it's all gone, so it's negative. But that is what you said last time, to replace the but with an and. Yeah. Dreams are flying away and new ones are coming. Yeah. Also die Antwort wäre zum Beispiel, wo ich letztens auch gesagt habe, das aber mit einem und zu ersetzen. Also nicht zu sagen, ja, aber es gibt immer wieder Träume, sondern sagen, ja, richtig, Träume verfliegen. Ich habe nicht gesagt, es gibt immer wieder Träume. Ich habe gesagt, jeder hat Träume. Ja, und es kommen wieder neue. Also immer nicht gegensprechen. Du darfst nicht gegensprechen. Never talk towards anyone. Nicht so, sondern sagen, yes. You said it last time, it's
your chair is impossible. Yes, but it's comfortable. Yes, it's comfortable. Also immer positiv sprechen. Wenn dir jemand sagt, ein Stuhl ist größter Schrott, sage ich ja. Und er ist auch sehr bequem. The other thing about comments on social media is a lot of comments are lost in translation. So where one person would think it's negative, somebody would think it's neutral, where somebody else thinks it's positive. Yeah. So always reply in the positive, because if they're being genuine to you and you're discourteous to them, that discredits you. So always react in the positive to people. Das ist sehr gut. Er sagt auch, vielleicht verstehen wir auch den Kommentar verkehrt. Vielleicht hat er das gar nicht so gemeint. Vielleicht hat er nur gesagt, weil ihm jetzt gerade ein Traum verflogen ist, den er sich nicht erfüllen kann. Aber vielleicht andere so. Das heißt, er sagt, man soll immer positiv versuchen, auf die anderen zu reagieren. Also nicht davon immer ausgehen, dass der andere das negativ meint, weil vielleicht hat er das ganz anders. Vielleicht wollte er sich ganz anders artikulieren, aber er kann sich nicht so ausdrücken. Ja, das kennt man ja nicht. Ja, eben. You don't know who's writing, so you never know what someone is thinking. No. So you always got to be in the positive, and I think if somebody gives you a negative comment, it makes them look ridiculous. But if you respond to what they, if you respond negatively, then it also discredits you as well, quite drastically. So yeah, I have this one picture where I've got my boots. I've got black boots sitting in the kitchen under the kitchen table, and it's quite and I get some, because these boots are made for walking. They're from Liverpool. Yeah. and this is so, and I get quite funny and strange comments about that. It's not business-like and so, and I said yes, but my photographer loved it, my husband. Yeah. Also, Yeah. ich habe ja dieses eine Foto, das ist eines der provokativen, wo ich in der Küche da sitze mit meinen Stiefelchen an. Da sitze ich in der Küche oben und dann sagt mir auch der eine oder andere, ja, das ist aber nicht professionell. Sage ich, ja, kann sein, aber meinem Mann hat es halt gefallen, mich so zu fotografieren. Also man darf sich nicht immer jagen lassen von anderen. Ja. I have the same thing with my brother, because my brother always, when I started with my Choose Plus business was in 1994, he told me you are selling drugs, something like that, and you're all high, because we were in Memphis and we came back from Memphis, and he said you're all high and it's all negative, but looking back now over 30 years, I say, well, he is living in a dump. I'm living in Spain, so what? Yeah. Also das ist auch noch was für die Katharina so ein bisschen, weil als ich Network Marketing begonnen habe, hat mein Bruder gesagt, nach Memphis bin ich geflogen, am Kongress kam man natürlich voll motiviert nach Hause und mein Bruder hat mir gesagt, ja, du verkaufst da Drogen, hör auf mit dem Schrott, das ist alles nichts und so, Obst und Gemüse in der Kapsel gibt es sowieso nicht und das ist drogenmäßig, ihr seid Scientology und weiß Gott was alles. Und ich habe gesagt, ja, was soll's, okay, gut, super, muss ja nicht mitmachen, muss ja nichts machen, muss ja nicht bei sein. Und heute kann ich 30 Jahre später zurückgucken und sagen, er wohnt in Vaters Schrottbude, also wirklich eine Schrottbude, ist bekannt als die Schrottbude von unserem Quartier. Und ich lebe in Spanien, was soll's? Ne? Also man darf sich nicht immer jagen lassen. I think take it easy. Like things with more humor. Yeah. Ja, habt ihr noch Fragen gerade noch? Sonst werden wir uns dann langsam. Hat es euch gefallen heute Abend? Was it good? I enjoyed it. Habt ihr was mitgenommen?
I think we Jede can Menge. make a feedback. Gisela, was hast du, einen Punkt, den du mitgenommen hast? Jeder einen Punkt, Gisela. Ja, mit den Videos, also Mickey Mouse, ne? Nächstes Heft jetzt folgt, fand ich schon ganz gut. Und was für mich auch sehr positiv war, die Beschreibung mit den Videos, so erstmal ausprobieren und so. Das ist ja genau das, Katharina, das ist genau das, was ich gemacht habe. Ich habe einfach mich vor die Kamera gesetzt bei mir dann und habe gedacht, ach, jetzt welcher Hintergrund und die. Und ich denke, nein, ich will einfach nur mal hören, meine Stimme, wie wirkt das alles? War ja gar nicht so auf dem Schirm, dass ich überhaupt das Video auf irgendwo hochlade. Und ja, dann habe ich 3, 4, 5 Mal gemacht und ich war so überrascht von diesem Video mit diesem Fehler hinten am Schluss, mit diesem Versprecher. Den fand ich irgendwie richtig süß. Und dann habe ich gedacht, das lade ich einfach jetzt hoch. Ich wollte es ja eigentlich in unsere Gruppe reinstellen und erstmal Feedback hören und dann habe ich mir gedacht, nee, ich lade das jetzt einfach hoch. Yeah, she's just telling the first thing she Und had jetzt auch diese Bestätigung. ich übersetze ihm mal schnell. The first thing she's taken with her is today about Mickey Mouse and the next procedure in the next book or so just continues. And she said she exactly made that. She has done 3 or 4 videos and she had no intention to upload it. She just wanted to see what the outcome was. And then she made a mistake at the end. And she somehow thought, well, this is funny and sweet. I'll just gonna upload it. Yeah, excellent. Well done. Yeah. Also, Ja, ich habe das ja auch so gemacht. Ich habe bestimmt 3, 4 Mal neu angefangen. Dann habe ich zwischendrin mal gehustet und dann und dann wieder gelöscht, nächste Mal. Ja, aber ich habe heute auch gehustet. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt unterbreche ich es nicht, sondern sage, jetzt brauche ich schnell einen Schluck Wasser. Because I was coughing today in my video too. And then first I wanted to stop it, but then I thought, no, I just say, sorry, I need a quick sip water. And instead of stopping and redoing the video again, I just said, I quickly need a sip of water. Ja. Was nimmst du mit, Hartmut? What's your outcome, Hartmut? Ja, ich muss versuchen, bessere Videos zu machen. Jetzt weiß ich nicht so. He Muss wants irgendwie hinten more dranhängen. videos. So Call to Action dranhängen. More action. Ja, Action, ja. East German Sachsen action. Ja. Super. Katharina, was hast du mitgenommen? Ja, ich versuche mein erstes Video zu machen und dann schicke ich dir. Schau mal, was du dazu sagst. Good. She will make a first video and send it to me first. Brilliant. That's it. Yeah, nice one. But you know what? She doesn't know what wonderful eyes she has. I think this woman doesn't know what wonderful. I don't know. You will be the magic one on the video. Yeah. Katharina. Ich glaube, dir ist es nicht bewusst, was für geniale Augen du hast. Deine Augen faszinieren. Oh ja, das weiß ich schon. Ja, Ja, meine aber das Augen ist auch sind noch sehr ein schön. Video. Du wirst die Leute packen schon nur durch deine Augen. Das kann man nicht. Andere können das nicht. Das ist deine Art und Weise, deine Augen, das ist schon Faszination. Danke dir. Also, as Katharina will do a video and send it to me. Great. Und der Stefan, was hast du mitgenommen heute? Ja, wie ich ja eben schon sagte, nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, erstmal auf 2, 3 Punkte konzentrieren und dann peu à peu weiter. Yeah. So he's also taken with him that he doesn't dance on all weddings, that he doesn't go on everywhere. So just make one after the other and one point after the other. Ja,
Und Horst, was ist dein Ziel? Oder dein Ja, ich will Videos machen und ja. Ja, Videos ist die beste Methode, denke ich, um an Leute ranzukommen, weil Schreiben, das bringt nicht groß etwas. Yeah. Yeah, it just says writing and Also ich typing habe heute is nothing. wieder 2 Videos verschickt, wo sich gemeldet haben. Ja, 72 Stunden frage ich nach und frage, ob es gefallen hat. Ja. Aber ich finde auch Video machen, erstmal haben die viel größere Reichweite. Ne? Yeah, Und you can reach much more people when you do videos. Yeah. I think because we're all talking about how we can reach a lot of people on Facebook, but if you do videos, you have much more. With video, you have assets that just build and build and build over the years, and particularly if you're using YouTube, you know, you can put a video on YouTube and it'll get more and more hits over time, so they actually work for you. Ja, ja, also das ist wirklich, weil die Videos vor allem auf YouTube sind ja immer da und die werden immer wieder vorgeschlagen. ich meine, das war ja jetzt auch mein erstes. Ne? Ich denke, wenn man da jetzt dran bleibt und immer mehr macht, dann wird man auch lockerer. Ne? Ja. Weil Ja, erste 2, 3 Mal, denke ich, ist man immer ein bisschen schwerfällig. Ja, ja. Außer man trinkt einen Kasten Kölsch, dann geht das leichter. Didn't you say that your first video was 10 hours? My first video, Yeah. 10 hours. 10 No. hours. Didn't you Oh, say probably, you took a long time because you always read? some of the videos I've done where I've had to say a script has taken 10 hours to do it, and the video was about 60 seconds long. Whereas, you know, I can talk non-stop for 20 minutes if I'm talking from experience, you know. That's the difference. Ja. Also er sagt auch, hat über Skript versucht zu arbeiten und hat dann vielleicht ein 1-Minuten-Video rausgekriegt, wo er fast 10 Stunden dran rumgewurstelt hat. Und wenn er halt aus Erfahrung spricht, dann spricht er einfach. Ich hatte ja jetzt dieses Hawaii-Video gemacht. Das habe ich für meine Freundin gemacht, weil die spricht seit Jahren immer davon, sie möchte mal nach Hawaii. Und dann, ja, dann war ich ja dann in diesem Canva-Fieber und dann habe ich das Video gemacht. Und dann hatte sie mich angerufen und die hat gesagt, ich will die Produkte kennenlernen. Treffen wir uns nächste Woche und dann gucken wir mal, was Super, ausmacht. genial. Bravo. Also es muss jetzt nicht für die große, weite Welt ein Video sein. Das war jetzt speziell auf eine Freundin angepasst und ich habe genau getroffen. Sehr gut. She has a good friend and her friend, always wanted to go to Hawaii. And she was Gisela was in the Canva fever creating content, and then she said she thought she will make a funny video about the beach of Hawaii. And we're going there, and she made that content for her, and she posted it. And then her friend called her and said, "Hey, I want to test those products." Yeah. Yeah. So she says sometimes we don't have to reach everyone, but our best friends, and then suddenly they say, "Oh, this is interesting." Yeah. That's it. That's the way it works. This was really genial. What I was going to say, Pamela, is that if everybody gets a picture or a screen grab of us here, maybe waving or something, and then we can use some of that in the marketing, you know, so we can talk about the webinar and then we can start putting out the content based on that. So if anybody wants to get a screen grab of it, or at least a wave. Alle reinwinken in die Kamera, dann machen wir jetzt für unsere Gruppe noch ein schönes Foto. Ja.
Brilliant. That's it. Lovely. That's brilliant. I'll tell you what I'll do. You've I'll got share. it. I've got that. I'll share it in the. I'll share it with you, and you can share it to anybody you Ja, want. ja, also teils da mit uns, können wir es dann auch in die Gruppe reintun. That's good. Dann können wir auch den anderen sagen, was sie verpassen, wenn sie nicht dabei sind. Genau. Genau. I think that will be also a video to tell the other ones what they are missing out. Yeah. Because it's nothing, it's not the same to watch the replay as if you're live. People don't watch the replay. They don't watch it yet. They don't watch it. I realized, I think it's only about a third that they watch. Yeah. 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 Also die meisten, die dann sagen eben, ich gucke dann das Replay, also in der Statistik drin, in der Analyse sehe ich, dass die Leute maximal 1/3 davon gucken. Also es ist nichts, wo man, ihr könnt eure Partner nicht die anderen ein bisschen sagen, wow, ihr müsst halt einfach dabei sein. Weil das ist viel besser, live ist halt besser. Live ist live. Live ist Immer live. so. Super, okay. Ist gerade noch eine Frage oder sonst werden wir uns langsam an den gemütlichen Feierabend geben? Aber was kann ich noch sagen? Ich habe ja bei meinem YouTube-Kanal habe ich ja den Link reingemacht, wo du mir gegeben hast, ne? Ja. Zum Abonnieren, aber den sehe ich draußen nicht. Du musst dich richtig verifizieren noch. Habe ich. Mein Konto ist verifiziert. Ist verifiziert, komisch. Siehst du jetzt Hier der dein Link eigenes von Abonnieren-Button? von der Website, wo du mir gegeben hast, den sieht man. Ja. Aber vielleicht habe ich den an den verkehrten Platz Ich gucke reingetan. nachher nochmals rein. Ich gucke nachher schnell rein. Weil ich habe mein Reisepass nach Google geschickt und das ist alles in Ordnung. Ja, okay. Ich Und gucke das schnell musst rein. du, glaube ich, auch noch machen bei dir. Weil dein Link sieht man auch nicht, Welches Video, der Link? Gisela. Bitte? Bei deinem Video, der Link sieht man auch nicht. Kann man auch nicht anklicken. Ja, richtig. Ich muss noch Du die musst Verifizierung machen. Ich muss noch Verifizierung Ja, machen. eben. verify your channel, ja. To have a clickable link. Ja. Aber ich gucke nachher noch schnell bei dir rein, Horst. Ja, weil ich habe nicht, also der Fastnet, von der Webseite, den sieht man, den sehe ich auch selber jetzt. Aber der der andere Link sehe ich nicht. Vielleicht habe ich den verkehrt reingetan. Yeah, I'm gonna have a look. Because I've offered them also, they can set me as a manager on their channel. So if there's some difficulties, I can quickly now look into his channel why his link isn't working. So that's a good thing. I don't know if you know how to make a manager on YouTube. You can set someone as a manager. Okay. It's in the settings. It's in the settings and it's permissions. Then you've got you can say invite, and then you can tell someone to you give them their email, and they can invite you using your email, and then you get an email, and then you're as a manager. There are different status. You can be editor, but you have to be a manager. And then you can quickly look into his account and say, well, here and here is the mistake. This you have to make it like that. So can you alter descriptions? You can do everything. You can if you're set as a manager, you've got I think 3 levels, and the highest level is the manager. And if they set me as a manager, I uploaded on Hartmut's channel one of my videos, and I set it completely online with his picture on. I've just made another thumbnail, and I've done one of the videos on his channel. Because I found, I found the funniest one, the funniest, strangest person is the German person here. Strangest channel what he's done. He thinks
his channel, or he personally is hero, and the Yeah. others are zero. And what he's done, he has done 10 different videos of LiveGood of 3 minutes, like the 3-minute explanation video, the short video. He has done 10 videos on the channel, and the title, everything, a 3-minute LiveGood explanation of Mike Fox telephone number. So 3-minute explanation of Mary Smith. He has done 10 videos onto his channel that people can promote from his channel. Right. How Yeah. daft is that? Yeah. I know that. Instead of letting people do their own channel. Yeah. Also, Wow. das ist the funniest thing. Also, ich habe das gesehen auf dem Kanal von Andi Schiffner. Der hat 10 Videos gemacht, 3 Minuten, und immer geschrieben, eine 3-minütige LiveGood-Erklärung. Ich bin Horst Fuchs, die Telefonnummer ist das. Wieder ein 3-minütiges Video, Erklärung. Ich bin Gisela, Telefonnummer. So, der hat 10 Videos auf seinen Kanal getan, anstatt dass er den Leuten hilft, ihren Kanal zu machen. That was a strange. I felt I dropped off to the channel. I thought, how strange is that? He's saying, oh, I'll put a video for you on my channel. Yeah. He's just looking for views, isn't he? His own, like I say, his own, trying to be his own hero. Yeah, that's the hero. Yeah. That's it. Also das ist wirklich, dass seinen Kanal größer hat. Ich habe gedacht, das ist unheimlich witzig, wie er es macht. But you can set anyone as an moderator there, as a manager. Yeah. And then I can quickly show you that on I can quickly share you the screen. I've got here, if I change my channel, I'm manager of different channels. Yeah. Can say switch account. And then I can access down here the account of Hartmut. I can access his account. Excellent. And I can do everything. I have to just say switch account. Yeah. And then I can upload. I'm on the full studio version here. I can do everything for him. I can upload. I can do anything for him. It's just loading a bit slow here. Yeah. That's good. First, and you go to your own. Wait, I'll tell you where to do it. That's the wrong one. Ihr seid hier im Weg alle. The pictures in a way. Now it's gone. Okay, if I go on YouTube Studio, I think it's in the settings. It's loading a bit slow here somehow. I go here on settings. Yeah, I guess it was on settings if I'm correctly. And then you've got permissions. And then you can manage permissions, and then normally other people that have up here an invite button. And then Awesome. they can put your email in there, and then they set you as a manager, and you get an invitation by email, and then you say, yes, I want to take the invitation. Yeah. And then I got here like Hartmut's account or Horst's account. So I can access his account on YouTube Studio. And so you learned something this evening. Yeah. Good stuff. So it's just loading. So I can access his account. I can upload video. I can do everything. I can look at his. I'm on his account now. So I can go on the content.
and I can go and take a look on it. I can go here and look at this video. And then I can see if there's something strange or something wrong here with the description, and I can, for example, I can get him here a new playlist. I can create a playlist for him here. I can do everything. Yeah. And the good thing is, because I've got VidQ, I could also access his tags and put in more tags to show him how to do it. That's clever. Yeah. Because they don't have the VidQ. Also ich habe ja hier der VidQ. Ich kann jetzt dir jetzt hier in den Tags kann ich dir mehr Sachen reintun. Und dann könnt ihr das hier, diese Tags hier, wenn ich tue dir mal ein paar mehr rein. Und wenn ihr diese Tags macht hier, dann könnt ihr das kopieren und aufs neue Video rüber kopieren, zum Beispiel diese Stichwörter. Hier ist ja, mir sind eben nicht mehr eingefallen. Ja, da kann ich dir jetzt mal ein paar dann reintun. Und also da kannst du alles machen. Da kannst du LiveGood LiveGood Erfahrungen kannst du machen. Du kannst ganz viele Sachen reinschreiben. Kannst auch deinen Namen kannst du auch reinschreiben. Ja, du kannst auch Horst Fuchs, damit du dann Ja, das ist wichtig. Musst du aber musst gar in, nichts. musst du in jedem überall reinmachen immer. Dann werden die Videos an der Seite angezeigt von dir. Yeah. So I can do everything on his channel. I can help him like that. So this is just a good thing. So you can say, okay, if someone is struggling with tags, you can show them, and then next time they just can copy the things of their other video and use it like that. So I can see where, because last time the link didn't work, and then I could see that it wasn't verified. Right. Yeah. Yeah. So it's just a way also to help them a bit, but I have to, or I can say, look here, this is missing. You go and do the correction, so they learn how to do it. Yeah. Yeah. Ja. Excellent. Super, dann haben wir alle was mitgenommen. Dann hat der John auch noch was gelernt. Now you learn something new. Yeah. Always. Okay, so I wish you a very nice evening and thank you very much for being here. We really enjoyed it. Ja, wir haben es richtig genossen, war richtig super. And we'll definitely do it again. Absolutely. Yeah. Yeah. I think it would be nice to do it like once a month. Yeah, that would be really good. Have an idea, catch up, find out what we've done, have a review and take things further from there. That will go, because tomorrow we will go to the others of the team and say, hey, you weren't here. In a nice way. You missed out the best part. Yeah. Super, dann bedanke ich mich vielmal und nehme an, jetzt haben wir alle viel zu tun, viel zu überlegen, viel zu machen und immer dran denken, tun heißt tu es sofort oder tu es jetzt. Weil wenn man sich das angewöhnt, das etwas zu machen, dass man das gerade durchführt, dann fällt es auch leicht. Werden wir überlegen, am Wochenende. Nicht zu viel überlegen, tun. Einfach machen. Ja. Don't Am Nachmittag habe ich muss meine Frau, die muss zum Arzt, dann muss ich mit. Und am Samstag bin ich in Basel. Ja, okay, dann wünsche ich dir. Da bin ich auf dem ja, Sarah Scheen kennst du? Was? Sarah Scheen, die Sängerin kennst du? Nicht? Schwarze Sängerin von der Schweiz, also dunkelhäutig. Ja. Und die hat morgen am Samstag ein Riesenfest und da gehe ich hin. Fiesta. Ist gut. Okay. Hä? Thank you, John. Okay, super. Well, Thank thank you very much, and everyone, und vielen Dank. Enjoy a good evening. Don't think too much, just do.